langsam von dem Zähler runtergezählt. Hat man schon einen Zähler mit Rücklaufsperre, eine neue moderne Messeinrichtung, bleibt das einfach nur bei 0 stehen. Das heißt, man kriegt das, was man, den Überschuss, den man nicht selber verbraucht, den man einspeist ins Netz, der wird nicht bezahlt. Wie gesagt, es sei denn, alte Zählerscheiben, Ferraris-Zähler, das darf aber offiziell ja nicht sein. Wie viel Strom produziert eigentlich so ein Balkonkraftwerk? Das ist eine ganz oft gestellte Frage. Und das hängt halt von ein paar Faktoren ab. Wer jetzt zum Beispiel ein 600 Watt Balkonkraftwerk hat, die Module auf 30 Grad gestellt haben, nie verschattet wird, also die nach Süden ausgerichtet, den maximalen Ertrag, dann kann er mit so einem 600 Watt Wechselrichter, wenn Module etwas über die 600 Watt haben, vielleicht so 550, 570 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. Ein 4-Personen-Haushalt wird von den Energieversorgern ungefähr angegeben, verbraucht ca. 4000 Kilowattstunden im Jahr. Leider kann man jetzt nicht einfach hergehen und kann man sagen, wenn ich im Jahr 550 Kilowattstunden erzeuge, die ziehe ich einfach von den 4000 ab, die ich normal kaufe. Und das ist die Differenz, das kann ich dann rausholen. Das würde bedeuten, dass man 100% vom selbst erzeugten Strom auch selbst verbraucht, was nahezu unmöglich ist. Es sei denn, es gibt Erweiterungen auf die PV-Anlagen, auf diese Balkonkraftanlagen, und dazu kommen wir jetzt. Viele DIYler haben dann angefangen zu basteln, haben zu aller Anfang mal versucht, diese Grundlast zu ermitteln, die in einer Wohnung, Haus oder sonst was hat. Man hat die eventuell vielleicht nur 150 oder 200 Watt. Natürlich flackert das hin und her, schaukelt das hin und her, weil ein Kühlschrank ja nicht ständig läuft oder auch ein Gefrierschrank nicht ständig läuft. Wo ständig läuft, sind diese Standby-Verbraucher, Fritzbox und diese Dinge, Fernseher im Standby-Betrieb. Die Grundlast vom Haus, das bedeutet ja eigentlich all das, was läuft, wenn man nicht zu Hause ist. Das ist eben der Router, Standby-Verbraucher, jetzt kommen wir aber schon dazu, eventuell eine Heizungspumpe, die läuft aber auch nicht ununterbrochen. Eventuell ein Ladegerät von irgendeinem Ding, läuft auch nicht ununterbrochen. Das heißt, man muss irgendwie einmal Werte ermitteln, was ist in der Grundlast ein Höchstwert und ein Minimalwert. Es ist nicht ganz einfach und es geht nicht sofort, man muss über einen längeren Zeitraum den Stromverbrauch tracken, irgendwie mit, und dann kann man einen Durchschnitt herausfinden. Und dann müsste man die Einspeiseleistung reduzieren, damit definitiv nichts verschenkt wird. Das heißt, man kann jetzt zwar 600 Watt erzeugen, aber einspeisen tut man vielleicht nur 200 Watt. Ja, aber was tut man dann mit den restlichen 400? Und da haben jetzt die DIYler gekommen und haben sich Lösungen gebastelt mit einem Wechselrichter und selbstgebaute Akkus. Die andere Fraktion hat Powerstations gekauft, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Powerstation laden. Mittlerweile gibt es professionelle Lösungen, die mehr oder weniger erschwinglich sind, also die schon ein Geld kosten. So ist es einfach. Zum Beispiel von EcoFlow oder von Zendure, das sind sogenannte, eigentlich haben sie ja sowas wie Hybrid-Wechselrichter. Und die arbeiten in Verbindung mit meinen Funksteckdosen oder anderen Messsysteme. Da kann ich jetzt zum Beispiel beim EcoFlow-System, das kann ich sagen, weil ich das kenne ich selber, kann ich so Plug-Steckdosen, Funksteckdosen in Steckdosen einstecken und an diese Steckdose die Waschmaschine dran. Zum Beispiel, diese Steckdose übermittelt den aktuellen Verbrauch. Die Solarmodule, die werden nicht mehr einfach mit dem Wechselrichter ins Haus eingespeist, sondern werden in der Powerstation, also in dem Akku, der da dabei ist, gespeichert. Das heißt, They're also working. And I think it's actually more beneficial that women are working. I think that two people to work and to build a household nowadays, I don't know why they complain about having to do everything and then they want to shove you in the kitchen and they're mad that they have to do everything themselves. And then go across the country to get a chick who has no idea how to drive a car here. You're still going to have to teach your girl something. So whether you teach each other how to learn each other's, like, I don't know, habits or whatever, or you can go and marry a chick who doesn't speak English, teach her how to drive, teach her how to speak English, teach her how to work in America. It's just... They're very selective about it. Yeah, and they don't have like this is going to be a topic that I'll have to explain next time. What are their ideal relationships? Because for all these red pill guys, they're talking about like, I don't want a woman that's masculine and works blah, blah. Okay, well, like, but what do you provide to these women? Like, they'll say like, well, I make a lot of money. Okay, yeah, but she doesn't live with you. Like, you're not buying her
meals. Like, right. you didn't give her a fucking, you know, food card for, you know, lunch. Like, Yeah. what are you providing her? And then, like, and realistically, in my personal opinion, and I'm a man of the modern era, I think obviously both people should work, except if you've got like kids. I can understand like one parent, generally the woman, like taking time off work, but like these guys don't want to have kids, and these guys, and they also don't want to have. Also, this is another crazy thing, is these motherfuckers will talk about. They talk about so many things that are contradictory. They'll talk about how important it is to have families and shit, but then they'll talk about like never wanting to get married. Yeah. And it's like, I'm sorry, but you are actually mind-numbingly fucking stupid if you really think that a woman is going to be willing to commit to having children with you, but you won't even commit to marriage to her. Yeah. You're out of your fucking mind. Yeah, I think that's it goes back to the ghetto mentality, because when I grew up, with seeing how marriages were and how my family were, I was like, damn, I don't want to be married ever. So I was like super anti-marriage, anti-kids for a really long time. Until I got into this space, and I was like, dude, that's so unhealthy. And then Yeah. you start building, you know, your character, and you start building more relationships, and everyone's like, why don't you? You're in such a better place. And I'm like, you know what? I am institutionalized. What the is wrong with me? Sure. I think that's what it is. Like, when I listen to a lot of these guys talk before, I would hear like people would push on like, oh, you're insecure, or maybe who hurt you? And you would think it was just like a petty insult, but there is a core. Like, a lot of people are hurt and they don't want to talk about it. And I'm like, and you talk about men's mental health, but like, you're not really allowing each other to tap into the actual hurt and to grow from it. Sure. It's really disappointing. Again, full circle about that. Yeah. To be fair, like, saying who hurt you is not a good argument. Like, you have to be able to back it up with more. I can understand people wanting to fight back against that, because they would probably say the same to me or to other, anybody else too. But yeah. But I think there's a core to it, though. I think, like, not just saying like who hurt you, but it's essentially like, if it gets to that point, if someone's saying that, I think I would question like, what do you mean? Like, what do you mean when you say that? Can we talk about this? But I wouldn't start like insulting people for no reason at this point. No more insulting. Sure. Damn, we agree on everything. We don't know what to talk about. Do you are you like a big Trump DeSantis supporter, or which one? I think, okay, the reason why I'm like so tricky on that answer, that I'm so torn, because I think I understand from like a business standpoint, and then also from like a consumer's like position. So moderately, I guess like Trump, but then it gets a little bit iffy, and also I don't really know. So maybe that's something I have to be like educated on. Oh, Scotty, that's cool. I know him. Wait, this guy? I've seen him before. This exact person? Yeah. In my kick chat, really? Yeah. That's weird. Okay. Recently, I think he made a video calling MLD a bitch. It was the funniest thing ever. It was the most genuine reaction ever, and I thought it was hilarious. I think, unless it's not the same person, I could be wrong. Do you know who the Saint and the Sinner is? Oh my god, I saw that video. That video is hilarious. Holy shit. Did you watch like he did a receipt video also, and I thought that was fucking disgusting the way that was. Okay, I think it was important that everyone wanted me to post the receipts, because MLD reached out to apologize to me, but it was like a bullshit apology, and I was like, no, like, we started this publicly, we're gonna end this publicly, and if it's not, I don't want it. And then to see like what that Saint guy did, even though I saw his other videos, I think he's an asshole. Yeah, But- he's actually a f***ing sociopath, and he's also a scam artist. But it was really funny watching those two. That's what I thought. That's what I thought. Do you realize that you're making a claim with no evidence whatsoever? I can turn around It's Mark Wet. It's Mark. Call him Mark or Marquette. and say, where's the MLD coin? I didn't make a coin. Realize the dumb fucking question you asked me, I can I didn't actually, make a coin. What are you talking about? where is the MLD coin? I never made one. I heard you scam people for $10,000 on the MLD coin. What about That's those people? defamation. What? That's The problem with MLD is that he's too passive. I don't know how locked in the personality traits are, but like in terms of like overall personality, like he is like a type B beta guy, but he's trying to present himself as like a traditionally alpha guy. I don't even like to use these terms. These guys just use them. But the problem is he's like, the MLD guy is trying to play a role that he's clearly not suited for. He doesn't have the personality type for it. So it's a little cringe when he walks out here and he tries to do it. It's defamation. Right, exactly, you dumb. That's what you're doing. All right, so you're gonna sue me too? I don't sue people for defamation. Where's your coin? Your words about me. All right, you're just gonna dodge that? I'm gonna give you 3 minutes. Explain that scam to me. Explain that scam. Shit, I want to do it again. What was the scam? Explain the scam. And who were the victims? What's the receipt? Explain the scam. So did somebody make a coin in your name? Explain the scam. But I'm asking you the question. You have 2 minutes. You're Explain the dodging the scam. question. Look at how Dodging the stupid you question. look.
You're an idiot. The same questions you're asking, I can ask you. It's called lies. You're just trying to reach for something because you don't have any information. I'm yielding the floor. You have 3 minutes. Just explain the scam to us real quick, and we'll all be happy. I heard that you had a coin and you rugged. Well, how do you know that that's the case? I heard you had a coin. I heard you rugged. Because on the what's way the back evidence? machine here, that's your What's the logo, evidence? right? That's the same one? Explain to us. On the way Explain to back us. machine? Explain to us. My logo's also on the screen. It's everywhere. Explain. See, let me tell you what you're from. You're from the new school of imbeciles who have such low IQ. You just give a conclusion, but you don't explain. You're like a tranny who says, I'm a woman. And I'm like, well, no, you're not. Okay, look, I'm not And going you to say, sit "I'm a on the woman." screen Okay, just to sit here and explain. fucking How are you a insult me. woman? And he stays here for another 45 minutes. Go at each other because, yeah, the MLD guy was like, so, like, hey, I just thought we were going to be friends. I'm like, you're not helping men right now, dude. Yeah. Oh my god, this is like, it was pure comedy watching all of this unravel online. And someone's like, you should have canceled. I was like, I don't want that to be my identifier that I continuously drag this on. But I'm so glad that same guy did it. And then I think he still got trolled for being like snaky. So I don't really know much about him, but I saw his video and I thought it was a little bit of a fucking sicko. So I was Yeah. like, oh, hard pass. Damn, what else was that? There was this other video. So, damn, I don't know if I can talk about that. What? Fuck. Oh, there was shit. there was a girl. Uh-huh. There was a girl that like. So that week in specific, so like Melina dragged him on the whatever pod, which is perfect. And there was a girl that I recently became, it was like trauma bonding almost. And she reached out to me and she saw the video with MLD. I'm not going to specifically name her, I guess, just to courtesy, because I don't really know how comfortable she is about it. But he legit, like, he was such a, on that podcast with this other wannabe fresh and fit guy. And next thing you know, this girl's walking off, they kicked her off because she was just sitting there to cry because she didn't know what to do. But it was because they kept, like, MLD was like showing signs of like being abusive and gaslighting everything. Okay. And that was the beginning signs of him. Like she mentioned, like how she saw like this guy must be an abuser. Da, da, da. After seeing what I did to him on the Valuetainment and other people posting all this stuff, it was confirmed that signs of an abuser was all around, and we were just choosing to ignore. Which I don't understand why we platform these types of people. I think that's what really confuses me, that there's actually people supporting him. I think that is a huge indictment of the character of a lot of these people. So for instance, like, Rolo is an annoying gossipy f***ing bitch, but like, I don't think he actually has like any evil skeletons in his closet. At least not that I've ever heard of. But the people that he defends, Yeah. he defends actual trash people, like Donovan Sharp, I think is Yes. garbage. The MLD guy is Yes. fucking garbage. Like, he'll go to bat for all these dudes. And I was like, what the f is wrong with you guys, you know? Yeah. Yeah, I don't know. I don't get it. Again, saying that I'm a felon, that you wouldn't debate me, but then you associate yourself with Donovan Sharp and MLD. Very, Yeah. very funny, you old fart. Very funny. So I don't really know how people, again, I guess like unraveling everything, finding out how everybody operates, because before moving here, everyone's like, dude, that's so sick, that's so sick. And then I meet all these people, I'm like, wow, you guys suck. Yeah. So, You want to know how you feel about Andrew Tate? Andrew Tate. Okay, so I don't go into the core of Andrew Tate, but I guess the surface shit that I have seen, I guess like the core values, I agree with some of the things he says, because I guess from like a traditional-ish standpoint, but I think it's too extreme for what I believe in. And also, I feel like it's like a business strategy, the way that he does it. So a part of me is torn. I'm torn at like, is this guy just like putting on this like facade to sell something, or is it actually believes in? So it's like 50-50. As far as the things that were claimed or accusations, I don't know the actual details, because I think at a certain point I was like, we're like grown people doing homework on this guy. I don't really care about what he's doing with his life. So, Okay. you? It's always like a really hard thing, because like I'll see some clips in long form where like it sounds like the meat of what he's getting at is like pretty good, and then in Right. other things it's like yeah. One of the things that I have like a really hard time with, I'm not like the traditional conservative guy to do it, but like I come from a Catholic background. Like, I went to Catholic school for 12 years. I know what like traditional relationships work like, and I know what healthy traditional relationships are supposed to look like. One thing that I don't like is it feels like people co-opt, and I think Andrew Tate did this quite a bit. People co-opt these terms of like the hierarchical structure of a traditional relationship with the man at the top and the woman at the bottom. But the way that they speak about the role sometimes just comes off as so derogatory. Like, even in a traditionally conservative relationship, like the man and the woman have a lot of respect for each other. There isn't this like the man at the end of the day might be the leader, but he sure is never implying that like my wife is submitting to me. Like, that type of terminology is insanely
fucking cringe. And even in like the most traditional relationships, I don't think like people are even thinking in those terms, because again, like people typically have like their different domains that they're working in. So yeah, I don't know. I wish sometimes like people can come out and talk in favor of like conservative relationships, where even like the man is making like some important household decisions about where the family might live, if he's gonna move for work or whatever, for stuff like that. But a lot of it just feels like a mask on hatred for like women sometimes, the way that they speak about it, which is like kind of cringe, I think. I feel like it has turned into that, and that's why I keep saying I don't know if this is just like from a marketing standpoint for them because it keeps them in business, or if they actually believe in it because they continuously surround themselves with those types of girls. Because I do recognize there's bad in the world. Like I told somebody, it was like, if you're gonna walk down a crackhead alley, you're gonna assume that's the entire world. That's just the alley you walked on. That's not the entire world. But to them, it's like, no, but it's just the second alley I walked on. But keep walking. Yeah. I say this in the U.S. all the time. Like if you go to like Chicago or Detroit or L.A., like there are parts. Yeah. There are also really nice parts. It just depends on where you're at. You know, like Chicago is not like big, you know, Fallujah. Like it's like a fucking war zone. Like it just depends on where you're at. And that's true like in these spaces, and it's true of women and black people and men and white people and Americans and Europeans. Yeah, you have to gain like more experiences so you're not like stereotyping everything. Like the average human needs like 1 to 3 experiences to stereotype like everything. Like a person will meet like 2 Indians that are rude to them and like tell their friends like, yeah, like Indians are just horrible people. It's Right. like, okay, yeah. I think that people lack the compartmentalizing. That's really what it is. Because it's like, I've met a bunch of shitty people, but I'm like, I'm dumb enough to continuously try it again to like maybe have good faith and build a relationship. Because if not, you're always gonna like just assume that everyone is a racist or everyone's a piece of shit. And I think they also again lack creating that safe space for women to want to be vulnerable and be like submissive to them, because it can be. But I definitely realized, like, I pictured myself, okay, if I were to fix bridges, who would I apologize to? I would only apologize to people that I know would be logical enough to understand, okay, this isn't, like, malicious or being a piece of shit or whatever it is, or calculated. Like, if I, like, when I wrote you the email, I was like, okay, this person seems very logical. Also, I just like to get off my chest in case I die. Okay, cute. The extreme thoughts of it, I was like, I don't want to have this in the back of my mind that I'm a piece of shit, so let me just do it. And I really don't feel like, what I've learned is, like, if I tried and someone rejects me, at least I tried. But majority of the time, if you're being calculated enough, you'd know that this person isn't going to reject you because it's like they're not a piece of shit. But the guys in the space have recognized that even if you're down bad, if you were just like getting kicked on the ground, they'd continue kicking and they would join and they'd laugh, they'd spit in your face. And then they're like, well, you're women like you aren't submissive. Like I got called masculine on the valuetainment thing for saying that stuff to MLD, and I was just like, well, what was I supposed to do? Just like endure it? Like literally just sit through it? I hate saying that word now because like now it just reminds me of it because I think that it's a common word. What? Oh, endure. It's a I mean, it's like, that was just the funniest shit in the world. Like, I'm sorry. For him to go from that, like, endure abusive relationships to, like, just folding, like, a fucking lawn chair in a hurricane in, like, 2 seconds on that show was just so funny. I don't know. Honestly, I think it would have been fun if it was just me, him, and like Nat. Like the other girl, well actually Mel, but like I feel like Mel was just gaslighting him at that point. Yeah. So to me, No, he would have done the same shit, because he did it with the same center guy, too. You also saw him, like, yeah. he was running in circles. He just has a very hard time. I don't like to do this. It sounds like mean. Or I'm not trying to like make it. He has like very like shy boy, like type B, like beta. I don't like these alpha beta. Like he's very much like he needs somebody to like take care of him. Like I don't think he could ever be confrontational. I don't even mean like in a fighting way. Like I mean like in a conversation. I think he has a really hard time being like, hey, I don't like you. You. Like I don't think he has it in him to do that. Yeah, I think he creates a lot of the drama to like create attention for himself. And I noticed the name dropping thing. So it's just like he name drops a lot to like, I don't know, fight his battles for him or something. So the guy really doesn't have any backbone or like anything. All the masculine frame stuff that he talks about, I'm like, I don't know, like I don't know. Even from like a ghetto standpoint, like the people in my family don't do that. Like they at least own that they're barbaric and like they're crazy. I'm like, but you're not even owning the fact that you don't have any actual structure. This is like cringy. It's very cringy. It's like fraudulent to see that. So Yeah. yeah. And then he threw Adam under the bus. Did you see that? Oh yeah, he's telling people like you guys should unsub from Valuetainment because of everything they do. Yeah, it's just wild. Yeah. What? I don't know what this is, but it's not okay. And in my world, where you're supposed to say you're my friend, you're supposed to say we're cool, all right? I don't do things like this to friends, right? When you're gonna put me on a thumbnail here with steam coming out of my ears. And That's our picture, right? That's from my community? Is that? trying to make me look like a fool.
I don't do that to any of my friends. All right, I'm not one of these fucking Miami people who like they're okay with snaking each other for clout. All right, but this is not a good look, bro. It's not a good look. And moving forward, I am no longer ever gonna go on Valuetainment money. And honestly, I would implore everybody who supports the Red Pill community, men doing self-improvement content, I would say unsubscribe from Valuetainment money. Don't give them any more bullshit because it's clear that there is some kind of nefarious agenda going on there. I was like, why would you throw this guy under the bus, regardless of the heavily assumptions back to back to back to back? And I'm like, I don't know. Very disappointing with people in the space that backed him up also. So Yeah. this was like a little therapy session. I can't afford real one, so this is pretty free. Yeah, no problem. Is your full-time job still like nail-related stuff, or do you do something different now? No, so my family runs the salon at this point, but we're doing like the salt product. So like during COVID, I did this product where like I packaged it and stuff, and it's like Himalayan salt with like chili peppers. Okay. So it was like a family thing that we did before, like iodine salt. Then we tried Himalayan salt. Then it did really well. So then Wait, what are you doing? I have no idea. Are you like in salt fields, like, or like? so I basically brand and packaged it like we grew up eating salt with fruits. Okay. So like America, we eat like I think sugar with fruits, so we do salt. So I pretty much packaged it. My family was like, I had a customer that her dad owned like a liquor store, and she goes, dude, like I really like this salt. If you package it, we'll put it on our shelf. And I was like, shut the up. So I spent like 3 weeks just kind of like figuring out how to design and like package it and like label it, barcodes and all that stuff. My family was like, what are you doing? So I was like, just trust me, guys. And then Susie really liked it, and then next thing you know, it was on like one shelf, and I was like, dude, what do I have to pay to put it on the other stores? Doch, And ich I höre think, dich. like, that, Wait until my seeds take root. Such a busy world. Your turret has been destroyed. Just a harmless flower. Shut down. Your turret has been destroyed. Take careful steps. Your team has destroyed a turret. Come closer. Things aren't always what they
has destroyed a turret. Such a busy world. An enemy has been slain. Your ally has been slain. Enemy double kill. Enemy killing spree. A promising garden. Your turret has been destroyed. What lurks beneath the soil? We ran. Take careful steps. Was ist das? Oh, fuck. Shut down. Come closer. Things aren't always what they seem. User joined your channel. Hallo, hallo? An ally has been slain. Hallo. Jetzt kommt ein neues Game raus. Ja. Das wird dir gefallen. Ich glaube nicht. Wie soll das heißen? Da. Das heißt High on Life. Schickst du gleich. High on Life, das ist schon ewig draußen. Und die machen dann DLC. Für so ein Singleplayer. Das ist so krank, Alter. Das ist eine abgefuckte Scheiße. Ja, das jetzt geschaut, ja. Aced. Sah ganz witzig aus, ja. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Deine Waffen sind so Monster. Die reden auch die ganze Zeit. Okay. Das eine Game-Match, hast du das gesehen, wo sie jetzt bei OTK vorgestellt haben? Wo sie so eine Engine gebaut haben. Die Leute können jetzt sozusagen so Physics und die alle gebaut und die Leute bauen jetzt so Roboter. Dann kannst du mit denen gegeneinander fighten. Ich habe das OTK-Event nicht gesehen, aber Samstag und Hochzeit, aber witzig.
Und eben, die dreht voll, das sind ja Communities, die drehen aber komplett durch. Die haben jetzt irgendwie den ersten Panzer mit so Ameisenphysik nach. Also du kannst. Ach, das habe ich mal ein Video gesehen von diesen Games. Ja. Genau, das ist richtig crazy. Aber das genau solche Sachen brauchst du, diese Sandbox-Games, wo die Leute halt einfach komplett kreativ werden können und richtige Scheiße dann bauen. Mhm. Wollt ihr was spielen, oder? Ich spiele Solo Queue. Willst du durchspielen, Philipp? Guck mal, komm ja. Guck mal, und Channel runtergehen. 3 Buggy. Tut bei mir die Offline nicht mehr. Wieder. Eigentlich müsstest du jetzt Film spielen, Philipp. Warte. Danke. Und da kann ich gerade am meisten carryen. Ja, schon, aber. Lange macht mir keinen Spaß. Ja, Jungle fühlt sich gerade einfach gigabroken an. Werdet ihr einfach. War schon, dass wir nicht broken. Feel the thorns embrace. Ja, aber die Dinge sind halt. Lilia ist stark. Wer ist stark? Lilia ist stark, hätte ich gesagt. Ahnung. Immer nur Rengar, Kha'Zix, Grace. Ja, die sind auch besser. Aber Evelyn ist auch stark. Also Evelyn ist halt Evelyn, die ist immer Cancer. Kann auch absolut wegschießen sein. Elise fühlt sich auch gut an. Also, ich würde sagen, es gibt einige AP-Jungler gerade. Jungle ist einfach insgesamt zu leicht. Die werden nicht gepunished. Die Snowballen pervers. Wir müssen einfach rausnehmen, dass der alle 2 Minuten ganken kann. Das ist Heal rausnehmen und dass er alle 2 Minuten ganken kann. Die Patch stehen morgen, ne? Was ist morgen? Wo ist Patch stehen? Was wird geändert? Wieder alles machen. Alles rückgängig machen. Ja, es hat schon, also egal, du kannst gerade wirklich alles im Jungle spielen, egal welchen Jungle du spielst, du gehst einfach nicht low. Und Jungler, ich sag mal, die haben halt, der Unterschied ist halt viel zu hoch. Den Lethality-Shit müssen sie auf jeden Fall zurücknehmen. Den ADC-Patch bin ich mir auch nicht sicher, was ich davon halte. Oh, Philipp hat Last Pick. Broken. Und Tanks machen auch wieder viel zu viel Damage. Keine Ahnung warum. Und einfach gefühlt 50 Band. Die haben in der letzten Patch so viel geändert wie in der Preseason. Das ist einfach dumm. Oh ja, Rexer ist gerade auch disgusting. Ist echt? Ich dachte, der ist schwach. Oh Damage, Gott, der ist hochgegangen auf 55% Winrate. Na, klasse. Ist Bruiser oder was?
Willst du sein? Wahrscheinlich, ja. Spiele ich das eigentlich? Ich habe einen Cyan. Ich kann ja gleich aufgeben. Ich muss das Dodger anfangen. Es ist so insane. Syra Mitte. Das hatte ich neulich schon mal. Ekliger Mensch. Was habe ich gemacht? Weiß für nix. Ich glaube, Baus war der größte Cancer der League passiert ist in den letzten 5 Jahren. Warum denn, Johannes? Weil er den ganzen Shit introduced hat. Shit, Lethality sein. Cyan, AP Irelia, Voli. Wer spielt AP Irelia? Baus. Und Tod Nummer 1, Cyan. Sekunde 50. Oh. Gotta love it. Minions have spawned. Take careful steps. Wait until my seeds take root. Hey! Auch stark sein anscheinend. Kane in Korea gepickt. War nicht so stark. War es aber eigentlich kein Spaß. Kein Spaß haben. Sprich, du willst jetzt W-skillen und auf die drauflaufen und sie einfach prügeln. Man muss einfach Cancer mit Cancer countern und das ist. Ja, aber vor meinen Minions und gebt ihr keine und ich nehme aber auch keine. Und beide Level 3. Der Plan. Der heißt AP Red Jungle. Und Ruhe mit der Top-Lane. Interesting. Und mein Champion weggepickt. An ally has been slain. Hast du, oder was? Das ist gerade auch nicht schlecht. Ja, der war für einen halben Tag nicht viable, dann haben sie ihn direkt hotfixed. Ne? Spielen so wenige. Ja. Ich würde sagen, dass das ein Problem ist. Weil so stark ist es auch nicht. Es ist halt einfach, es gibt die Leute, die den gut spielen können, das ist halt einfach disgusting. Aber ich finde auch nur, dass der ein Lane-Bully ist. Es gibt so Seiten, dass man den wirklich carryen kann, wenn er nicht giga gefeedet ist. Come closer. Beliebter Champion. Hm? Beliebte Champions werden halt schneller gefixt. Ist ja so wirklich so. Ja. Warum ist es denke ich? Geht wahrscheinlich nicht, aber jetzt Fun Games. No Edo Flex. Aber auch tatsächlich im Ranked eher weniger. Im Normal spielst du eigentlich immer ein Set, Yasuo, Yon oder so im Sieg.
nicht überheten. Wait until my seeds take root. Aber den Yasuo töten. First Gang Top. Ich glaube auch, Kale ist nicht so gut, die ist gerade ein bisschen braindead gelaufen. Aber ich will eigentlich Zone Level einspielen. What lurks beneath the soil? Venture off the beaten path. Just a harmless Oh flower. Gott, du bist so dumm. Das ist ziemlich egal, dass du es machst. Und Tod 3, Sion. A promising garden. So much more to see. Gehintet. Was ist gemacht? Was, Alter? Come closer. Da läuft hoch, Philipp. Such a busy world. Gerade losgelaufen. Ich hab kein Mana! Ich Hurensohn! Aber jetzt hast du doch angezeigt, dass ich den Spell ready habe. Nee. Take careful steps. Oh, fuck. Oh mein Gott, no way. Wait until my seeds take root. Wer ist in der Mitte? So ein absoluter Retarded, der ist so bad. Warum machst du das? Wie du? Just wait. You have slain an enemy. Wieso pusht sie meine Wave, wenn ich die... Und sie crusht sie nicht. Venture off the beaten path.
Obvious. Dazu sage. Oh mein Gott, Alter, was machen die? So much more to see. Keine Ahnung, unsere Botlane ist halt einfach retarded. Come closer. Keine Ahnung, auch die Ys. Sind die Leute so gigabad? So einfach. Nichts am Ende. Such a busy world. Dumm, die nervt mich. So, sie sind jetzt einmal bin ich gestorben, einmal der Brand. Durch 1-1, ist doch in Ordnung. Nichts passiert bisher. Hätte der gerade die Augen aufgemacht, hätten wir die doppelt gekillt. Bitte, ult mich. Bitte, ult mich. Komm, ult mich. Wait until my seeds take root. Enemy killing spree. An ally has been slain. An ally has been slain. Things aren't always what they seem. Oh, you gotta be fucking kidding me. Jetzt läuft durch den Top, hat kein Flash mehr. My prey thinks it's Baron machen? Will mir das nicht? Die Y hat gerade den Yasuo angeflasht und ihn beditzt. venture off the beaten path. The forest holds me. Turret plating will fall soon. Ah, hier noch eine Wüste. Der Ding angefangen. Aber keine Ulti, wenn ich da hingehe. Ulti, ich kann den Ult, ne? Aber wir sind halt. Ich lauf, aber kannst dich jetzt zeigen, wenn er in den Ring reinrollt. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, der hört auf. So much. Yasuo kriegt halt Full Plating, wenn wir da nicht hingehen. Come closer. Take careful steps.
Enemy rampage. Das Ding geklaut. Jetzt kann er nicht. Holt ihn doch! Wait until my seeds take root. Cancel Jackpot dafür. Frosty Drake, wo wir beide keine Ulti haben. Ich lasse die sterben, naja, ich gehe da nicht hin. Der Drake ist weg. Things aren't always what Der erste ist Botside. An enemy is unstoppable. Kann das hitten, bitte. venture off the beaten path. Ich stimme mit der. Schlecht gespielt. Ist die ganze Zeit 2 bis 3 Level hinter mir. Hier. Erster ist fast tot. So gigabad, Alter, aber puh, das Botlane war gerade. Puh. Shut down. A promising garden. So bad, Alter. So much more to see. Hat Ding weniger auf Quicksilver Slash jetzt weniger Cooldown? Der hat nur 90 Come Sekunden. closer. War das schon immer so? Ich dachte, das hatte länger als die Ult von. Such a busy world. No. An enemy is dominating. Weird Game. Game einfach so. Ja, das ist. Kein Bock mehr, das ist so. Herrlich kann man flashen. Alter, was ist das für ein disgusting Schaden? Halt's Maul! Geht top oder wo soll ich hin? Ja, war gar nicht schlecht, wenn du über Top gehst eigentlich. Hey, sag, ich bin eigentlich relativ fett. Das Problem ist eher, dass ich Brace halten muss. Die hat gerade Mitte geherald. Ich hab TP auch noch ready. So, erst noch Mitte laufen und dann Top gehen, wenn ich weiß nicht, ob die freeze. Nee, die pusht. Die hat auch einen Push. Die kann nicht last hitten.
always what they seem. Schon cool. Müsste jetzt Half-Life sein, Chris. The beaten path. Mhm. Wie macht Scheiße? Macht die ganze Zeit Scheiße. Vielleicht blamet sie irgendwie. Ja. Das ist eigentlich nur die Frage, wer schuld ist. Just a harmless flower. Die Yasuo hier killen eigentlich in dann Bot-Tower? Oder der Yasuo rennt weg? Der Schiss, ne, der rennt weg. Ich kann TP hinten auf das Wort und du brauchst. The forest holds many surprises. Pierce. Soon. A promising garden. Ich mach Top weiter Pressure, wenn ihr da unten alle fightet. So much more to see. Wir sehen Jungle. Your turret has been destroyed. Come closer. Such a busy. Radikaler Half-Life und Schüssen. Von 2 E's war ich fast tot. Außer dass die einen Jungle Camp gemacht hat, die macht den Jungle Camps. Nee, die war gerade aufbauen. Hab ich mich versteckt, glaub ich. Gegen Nashers Tuf nur und durch die anderen sind da. Wie viel Level die ist? Die hat Level 10 inzwischen. Bei Herald noch schnell machen. 30, ich glaube, das reicht mir. Die haben eine Vision gehabt. Ich wollte gerade sagen, dann bock ich das letzte nicht muss. Nicht hochgehen lohnt, glaube ich nicht. Kommen wir nur die Wave TP. Keiner von ich schon, nur die kriegt man. Okay. Soll ich Ding setzen oder? Du weißt es nicht. Aber wenn du wenn du noch eine Wave oben bleibst und dann danach setzt. Da sind 2 Leute drin. Dann Ding drauf. Ich habe auch ein TP, also ich kann. Also ich laufe hoch, nehme noch eine Wave und dann kann ich ihn setzen und ihr habt die Wave safe, oder? Ich kann aber auch TP hinzumachen. Dass ich jetzt treffen soll. Things aren't always what they seem. Da wird Ultras. Wer hat Ultras? Ja. Venture off the beaten path. Ich kann ein Ding setzen. Und TPen, wenn ihr braucht. Dann setzt ihn aber mit. Ich habe schon gesetzt. Hast du schon oben gesetzt? Ja. Das ist clever. Ja, so Push Bot. Ich kann noch treffen mit TP.
Einfach fighten und nicht vor mir weglaufen. Oh, shit. Ich hab den geultet Instant, ich hab noch TP. Die Wave nicht geht. TP da nicht hin. Brauchst du ein TP? Oh mein Gott, ich bin dumm. Ah, ich Hurensohn. Waiten lassen. Können wir Baron rushen dafür? Glaube ich nicht geil, dass sie das macht. Doch, das ist oder? Ah, ich glaube. Für die Cyberman wirklich. Ja, ist deren einzigste AP-Quelle eigentlich. Soll ich entweder mit Forcen oder Baron? Weil ich so viel Damage mit Brand hier und FG, der. Eigentlich müssen wir Baron starten. Gut, Kann er töten, wenn du willst. ja, das sieht uns halt, das ist das Problem. Was sagst du? Der sieht uns halt. Der geht weiter. Die Wafers, keine Ahnung. Da unten. Hey, good job. Das ist eher bad. Nice. Nice. Mitte forcen. Good job, good job. Sollten wir den Blue noch mitnehmen? Nicht einen haben. Warte, die mir gerade den Blue klauen, die Fotze. Die Top 5 nimmt, dann That was the beginning of me like opening my mind of like, oh wow, you just have to ask questions. And that's why I got mad at the red pill stuff, because it's like I've done some pretty cool things that I am proud of, but I had to like push it down way down low because then like they shit on you for doing these things. But like No guy's gonna give a your package of salt. They just want you to be 21 with no in you, right? That's like their entire conversation over and over again. Yeah. No, it's been like that. And I'm like, dude, my family's proud of it and they're happy with it and it's doing really well in the stores and like Amazon or whatever. And even like the salon stuff, like they're so like I feel like I was able to reinvent what they only knew of like salons. Like most salons are pretty ghetto. It's, again, like they have like just like a random cash box. They can't monitor their money, no POS system. Like my family's so old school. They're like, dude, we don't need it. I'm like, no, you need it because you're always gonna be stuck here. You're gonna be miserable. You guys want to go on vacations and stuff. So I think like doing all these things, like seeing that you can do it all, it's hard, but it's worth it. I think like it's you're able to like grow mentally and also like have empathy on how like an actual, I guess, like modern man would feel in the working field, I guess, like what they claim, like fighting war and all that crap. But it's a lot of work, but it's worth it because I think like I would have been stuck in a bubble and entertaining my brain with like trash TV if I wasn't doing that. So like what else would I be doing? Like waiting for Prince and Charming to come save me from a castle? Like what fucking era are we in? Yeah.
Where So- guys are even making enough money on average to do that. Hast du Ult für Yeah, I den don't understand Chris? it. And I'm like, I mentioned, I'm like, the average woman has to work. Like, I don't understand why they're making it seem like working is so bad. There's nothing wrong with working. It's just you suck at relationships. You don't want to understand women, and then you're mad at us for fucking working. You're using any excuse to say you're working and that's why relationship sucks. Like, all right, why don't you take the lead like you said you wanted to lead? But True. Yeah. Okay, what is the brand name for your salt? People in chat are asking. pink salt, like PYNK salt. Go down. Yeah, there it is. This one? Yeah, it's all of them. So we have the one that's a grinder and one that's for drinks and cooking. So I do it for fruits, for cooking, and like drinks. So it's and 3 different flavors. So we have like, and they're all spicy. Do you like spice? Don't tell me you don't like spice. I eat way spicier food than you, okay? Don't even try me, okay? I love spice. Wait, have you ever heard of the one chip challenge? Yeah. Yeah, I did that, no problem. No way. Yeah, I did. There's a video of me on the internet doing it. No problem, You okay? didn't turn red at all? No, but I was really cocky because I do like spicy food a lot. So I didn't drink any milk or do any of that shit, and I ate the chip just fine. But I'm really lucky in that I never have stomach problems. What are you talking about here? So I didn't think anything of it. And 6 hours later, I guess I went to go to sleep and I took like a swig of water or whatever, and I had the worst pain in my life for about 5 or 10 minutes. It was horrible. But I did eat it, and I am a warrior. Das züchtet der noch Dinge, ne? Oh, but anyways, yeah, I linked your salt and chat if you want to buy it. Oh, Inside. thank you. Yeah, no problem. Yeah, no, it's. I mean, if you like spice, it's cool. But it makes food yummier, I guess. Yeah. Asian people, they're happy. I don't know if you have any Asian chats, but it's muyak. So Wait, what? it's called muyak, like translation. Like For salt? yeah, like we translate the word. It's mui as in salt, and then as in spicy. Oh, okay. What kind? Wait, what language is this? Vietnamese. Gotcha. Okay. Yeah. I didn't want to assume, but you said Niltec, so. Well, I didn't want to assume because you're white. I was like, wait, can you handle spice? Well, maybe True. You were racist first, so yeah. Wait, are you actually white, or you're just like some? I don't know. It could be anything. I feel like my Cuban friends look pretty white, also. I'm half Cuban. Fuck you. Okay. My mom looks very white too, though. Yeah. Okay. But yeah, I mean, I'm pretty sure you could be Cuban technically and be white. Like you could be Mexican and be white, although it's not as common because it all depends on like which like Spanish-speaking people, like mestizo versus mestizo, like ethnic people came over, and like some are more white and others are not. There's a lot of Cubans in Miami, so I guess you fit Yeah. right in. True, I do. Yeah, definitely. That's the lifestyle I lead. So. Yeah, I think we're. Oh, I'm sorry. Somebody earlier mentioned that. I'm sorry. I know what I was looking for. Somebody said that when you said ghetto, you just meant unorthodox because you were talking about like the how they were running the nail salons. I was gonna correct them. On a lot of like poorer businesses, like a lot of people will still literally have like an old ass fucking cash register. But the problem is that it's hard to track like sales. It's hard to make reports. It's hard to just, if you don't have like a budget or you don't see what's going in and out of your store, or you don't have like a central system for collecting everything, it's really easy for a lot of money to just kind of vanish. Not even like maliciously, but you just don't see what's going on. I'm pretty sure that's what you meant when you said ghetto, not just unorthodox. It was like literally everything. Like we had like a little shack. It was like a couple of chairs, and they were like selling chips in there while they were doing nails. It was like some ghetto shit, and nobody spoke English either. It was very depressing. So for me, it was like, yeah, it's like, when are we gonna get with the times? And I think like fighting with them on it, they wouldn't let me do anything. Like there was no control. And they were like, dude, you're younger than this, you wouldn't know every stupidest thing. So I like quit them during COVID. I got like vetoed out of the entire family for that. They hated me for that. But then I worked for strangers, and I was like, wow, like I'm making way more money with strangers, and they have a cash register and they can monitor everything. And you guys are putting it in like a random, I don't even know, it was like a money box or something. I don't even know. It was no, it was a cigar box. Oh, okay. A cigar box. I was like, Did they have anybody like doing tax stuff at all, or? no, they were just like trying to get the cash. Every time, cash, can you bring cash? Yeah, that's every time. I always tell people that if you're ever at a small business and people ask for cash, it's because they've got 2 sets of books. because they don't want to fucking report the income. Yeah. 99 LP. Das ist, weil du Meister spielst. Das wird nicht belohnt. Das sieht halt echt so aus. Ach, Mann. Scheiße, Alter. Weißt du, wie du einfach extrem viel Vision Score kriegst, Philipp? Setz einfach ein Pink Ward ganz deep bei denen in den Jungle. Und die sichtet dann ständig Gegner, aber die clearen das ganze Game über nicht.
Schon direkt einen Vision Score von irgendwie 36. Der Profi-Move, sogenannte. Das ist dumm. Die F für mich enden. Die war auch voll nett. Die hat mich gelobt, hast du es gesehen? Ja, die hat positiv getypt. Das gab's selten. Ich sag ja, das ist gerade jedes Game ist eigentlich, wer kriegt den Inter? Und diesmal haben die Gegner den Inter gehabt. It's so like I don't know, like I don't know. I've learned so much about like money and how all that stuff, just because like if I don't do it, no one's gonna do it. So again, that's why I hate the guys in the Manosphere space now, because they're like shitting on women who like don't have a choice. And I'm like, what the fuck am I supposed to do? Like just wait around? And the internet is free. There's internet, like there's literally knowledge everywhere. So yeah, it's been very interesting in the growing space. So but yeah, that's pretty much it. Okay. Yeah. Well, where can they find you? If they wanna... Okay, Angela Knight 2.0. Angela Knight Bit hat er 2.0. denn Or you can find me on the Obwohl er die ganze deepest, Zeit darkest gepusht part hat. of what your Dem war Reddit eher das stuff. Problem, der Yeah, don't worry. Olli hatte halt einfach. So if you guys see that part, please, Hat that's er not me einfach anymore. Giga den Camp gekriegt von dem hässlichen Jungler von denen. Der hat mich zweimal in der Mitte angeflasht, geultet. Der Pisser. Bisschen Dominanz zeigen da in der Mitte. Warte mal. Hat seine Lane markiert, ey. Das sind die Schlagzeilen der Grünen im Frühsommer 2023. Dabei sah es doch zwischendurch fast aus wie eine Liebesgeschichte zwischen Habecks Grünen und den Deutschen. Die ZDF-Politbarometer-Umfragen im Sommer 2022 sehnen Habeck den beliebtesten Politiker. Die Grünen-Kommunikation gilt als anders, ehrlich, als neue Art von Politik. Robert Habeck kämpft an vorderster Front für die Klimawende und steht heftig unter Beschuss. Von seinen politischen Gegnern, von der Presse, sogar vom Koalitionspartner. Und jetzt der Umfrageschock. Die Grünen und ihr Frontmann verlieren an Zustimmung. Die AfD, die Grünen überholt. Wie schlimm ist die Krise der Ökopartei wirklich? Haben die Grünen... Aber ich habe extra geguckt, ob ich es mal habe, bevor Wir ich schauen uns in diesem Video die Umfrageergebnisse des ZDF-Politbarometers ganz genau an und analysieren die Zahlen. Nee, er sieht, dass der diven will, weil er denkt, dass der erste ist. Da brennt das einfach. Keine Frage. Mitte 2023 steht kein Grüner mehr im Fokus als einfach Vizekanzler schwierig, und ne? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ob das Fell Deshalb fangen wir ausgegraut mit ihm ist. direkt mal an. Robert Habeck ist der Frontmann der Grünen und der Vorkämpfer für den Klimaschutz. Er wagt es, heikle Themen anzupacken. Seine politischen Gegner sehen in ihm das personifizierte grüne Schreckgespenst. Angst und Schrecken verbreitet dieser Minister im ganzen Land. Laut dem neuesten ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen von Ende Mai 2023 ist Robert Habeck so unbeliebt wie Hier ist doch jetzt gerade auf dem Pride, vorletzten Platz der Top 10 der wichtigsten Politikerinnen und Politiker. Im ZDF-Politbarometer befragt die Forschungsgruppe Wahlen regelmäßig ca. 1250 jedes Jahr ein Knüller. Wahlberechtigte nach ihrer Einschätzung. Letztes Jahr war es zu Bud Sympathie und Light. Leistung. Wie viel haben wir verloren? Die Skala reicht von -5 bis +5. Wer oben steht, ist gerade der Rockstar in Berlin. Und lange Zeit ist das tatsächlich Robert Habeck. Im Jahr 2023 hält er sich sogar mal ganze 5 Monate an der Spitze der Top 10. Lediglich im Herbst 2022 hat sich ja nie wiederholt, so ein Habeck bisschen. zu einer Ich glaub, kleinen das ist immer noch- Umfrageflaute. Worum es dabei ging, das seht ihr in diesem Video, das wir das damals nicht dazu während gemacht haben. Das Jahr Aber das war doch so eine 2023 beginnt Pride-Shit- Robert Habeck Werbung, wieder oder? als das war aber jetzt beliebtester neu mit irgendwas, you're gay oder so etwas, wenn du Bud Light trinkst oder sowas. Ja, einfach 3 IQ. Ja, einfach. Ich will das hinkriegen, die wurden so hart gecancelt, dass Bars Bud Light aus ihrem Sortiment genommen haben. Der auf die Idee kam. Ja, direkt gefeuert, ey. Der ist entlassen. Wenn er das nicht mal nicht bewirft, was können Sie vorweisen? Ich hab mir den Bud Light pleite gehen lassen. Eine Werbung. Ah, so ein Schmale.
Aber warte mal, im Nection Buff wird der Nection gebufft. Du bist gerade auch richtig Müll. Ah. Der Crocodilo ist back. Der hat aber kein mehr. Hm? Der hat kein Mystik mehr. Irgendwas haben sie gemeint, dass der gebufft wird. Ja, aber das Problem ist, der kann einfach keinen Mystik bauen. Wieso? Bei Brawler gibt's nicht mehr. Infi. Drake hat halt, hey, Alter, schon wieder Yasuo oder was, ey? ja. Wie sind denn da vor Fun, Elo? Die Leute noch Spaß. Ja, aber ich wollte ihn spielen. Will ich gegen Nasus spielen? Hm? Gegen Nasus spielen. Ich überlege gerade, ob ich ihm einfach No Fun Game gebe und nicht einfach Malphite pick. Was? Mhm. Toxisches Stück. Oder Annie. Ich glaube, ich spiele echt Malphite. Ich weiß nicht, ob das so gerade geil in unserem Team ist. Aber ein Was brauchen wir denn, Philipp? bisschen Damage nicht schlecht. Wir haben halt Triple Tank, ne? Ja, also Annie meinst du? Auch ziemlich close range, aber. Die Syndra kann ich auch spielen. Spiel, was du willst, aber. Dann Mehrwert spielen, aber. Ich hab gerade ein bisschen Damage. Obwohl Siri so bastet ist im Moment schon wieder. Stimmt allerdings, Siri ist ab einem gewissen Moment einfach nur giga toxisch. Alter, Syndra noch fehlt, Philipp. Was? Dass man mit der W gegnerische Champions hochheben kann. Ah ja. Der gleiche ja so wie gerade? Nee. Und das ist eher krass, sowas wie sie kann mit jedem ihrer Bälle Plätze tauschen. Das wär's. Das wäre witzig. Aber ohne Cooldown. Okay, genau. Du bist Bronze 1, what? Deswegen sind die Gegner alle so giga hoch. Also im Vergleich zu dem Rest von uns. Der gegnerische Jungler ist ein Giga-Smurf. Der Yasuo hat's begriffen. Was? Den Namen. Angel of Death. Nee, der Toplaner. Ach, Mid ist cringe. Ja. Hast du gesehen bei der LCK? Nee. Spielen nur noch Fun Champions, Philipp. Nur noch Fun Champion. Und es ist einfach so geil, wie einfach alle einfach fucking Cassandre hassen. Komplette. Einfach nur alle voll am Cassandre helfen.
Ich soll doch mal endlich mal wieder jeder jetzt so Region ihre eigene Meta machen. Hat immer versuchen, eine zu übernehmen, das klappt aber nie. Head of the lane, fuck. Minions have spawned. Such a busy world. Things aren't always what they seem. Jetzt so viel Livestream, ne? Seit dem neuen. Venture off the beaten path. Die Gegner im Jungle. Take careful Ja, ne? steps. A promising garden. Shut down. Oh mein Gott, ich bin in der Note. Ist mistimed, Alter. Das war gerade absolut giga lucky von ihm. Holy moly, war das lucky. An enemy has been slain. Wait until my seeds take root. Come closer. The forest holds many surprises. An ally has been slain. What? Nee. Just a harmless flower. Such a busy world. An enemy has been slain. Things aren't always what they seem. An enemy has been slain. Venture off the beaten path. Aber schon wieder in der Mitte. Na, Toplane ist over. Das Kill von dem Dummen. Take careful steps. Die läuft top. Wahrscheinlich kommen die top. Ich glaube, dann ist weg. Ja, so fehlt jetzt auch.
Yasuo ist da. Enemy has been slain. A promising garden. Junge. So much more to see. Ja, es ist halt gerade der Spike, gerade Giga. Das ist gerade, glaube ich, alles ein bisschen problematisch. Dadurch, dass er 2 Kills hatte, durch Red Buff hatte, kann ich ihn nicht so, ne? Killing spree. Come closer. Das ist aber gut. The forest holds many surprises. Ich hab's 50 Mal gepinkt, Boys. Wenn ihr jetzt da bleibt, seid ihr einfach nur dumm. Rampage. Shut down. Just a harmless flower. Immer noch da. Such a busy world. Die Gigabots. User joined your channel. Things aren't always what they seem. Den ich unter den Tower spielen kann. Big Triple Platings. Venture off the beaten path. An ally has been slain. Unstoppable. Take careful steps. A promising garden. Nice. So much more to see. Wait until the group. An enemy has been slain. Just wait. Come closer. Hat der Passive? Die Diana ist top, Yasuo fehlt. The forest holds many surprises. Enemy double kill. An ally has been slain. Mach weiter Pressure mit. Just a harmless flower. Kommst raus, oder? Such a busy world.
flashen, sonst wird es. Aber Ulti, theoretisch. Things aren't always what they seem. Venture off the beaten path. Drei, zwei, eins. Holy moly! Danke. Oh, ich bin halt geflasht, damit er nicht so schnell da ankommt, Alter. Alter, das wäre disgusting. War schön, dass ihr den Fight gewonnen habt, ja. Ich habe gerade alles so perfekt gespielt, wie ich es perfekt spielen kann. Ich laufe mal top, oder? Beziehungsweise ich weil, ne, ich laufe nicht top. Das bringt mir gar nichts. Die Indet? Ich kann TPen. Ja, wir müssten ja echt so CC'n können. Oh. Hier weg. Gott, hab ich gerade die Q gemisst, Alter, das war crazy. Aber das hat den Nase jetzt richtig behängt geworfen, dieses ganze Rumgepümple, Alter. So richtig, ja. Das ist schlecht. Den versucht zu diven, oder was? Ja. Turret plating will soon fall. An ally has been slain. Jetzt ist fast tot. Your team has destroyed a turret. Seeds take root. Your turret has been destroyed. Enemy killing spree. Come closer. Diana. Kommst du raus? Ja. Ich will den Nasenlink vom Farm abhalten. Ich bin die ganze Zeit ins Gesicht zu traden, ja. Oh. An enemy has been slain. Hätte ich überleben können. Enemy rampage. Aber er hat geflasht, ignited. Down. An ally has been slain. Death is in bloom. An enemy is unstoppable. Just wait. Liebe mit Bounty. Ah, ich habe keine Ahnung, was wir müssen halt irgendwas tun. Ich bin bald ein Champion. Your team has destroyed a turret. Der Bigger Gang kommt direkt in den TP rein, Alter. Such a big Was sagst du? Ich bin dagegen vom 60. Ja, es ist Topset bei dir. Diana ist da auch. Ich nehme mit Tower dafür. things aren't always what they seem.
Problema, ey. Jesus, Enemy double kill. Das gerade gesehen. Obi-Wan gewonnen. Der Wichser. Kaufst du so Bastards, Alter. Your turret has been destroyed. Shut down. Muss da wieder Free Drake für uns sein, oder? Ich kann da TP, er kann nicht hin. Das ist so krass, wie viel Damage das macht. Siehst du das? Ja, du musst doch jetzt schon gut Sex haben, oder? Das ist 73. Was skillst du als zweites, aber skillst wir als zweites, ne? Das Skill wie als zweites. Ne, E. Was ist das Werfen? W ist das Werfen. Das gilt als zweites. Ja, das mache ich auch gerade. Ja, ich sag nur, das ist wichtig. Weil das irgendwann dein Main Damage, der burstigste Damage. Müsste Free Drake sein. So much more to see. Da war das, tut mir echt schon fast leid. Your turret has been destroyed. Wait until my seeds take root. Ah, okay, das wollte ich nicht. Da hab ich nicht aufgepasst. The forest holds many surprises. A summoner has disconnected. A summoner has disconnected. Ding ist ein bisschen nervig, da mal so. Ah, der Xeron nicht. Der geht voll ab. Das ist ein AP, glaube ich. Ich kann nicht mehr gegen den Nasus gegen Lanen. Gar nichts mehr, der hielt sich 500 Leben oder so, auf jede Q auf mich. Jungs, seht ihr die? Vollidiot, Alter. In the modern world. First of all, it's huge. It's more than twice the size of Texas, and if you placed it over the United States, it would basically cover the entire historical south of the country, spanning from Philadelphia in the east to Dallas in the west. But trapped in the middle of the Eurasian continent, Mongolia is surrounded on all of its sides by hundreds of kilometers of land separating it from the ocean, making it the largest landlocked country in the world that doesn't have access to the internal sea. In theory, Kazakhstan is substantially larger than Mongolia and technically also classified as landlocked. But Kazakhstan also
enjoys a nearly 1,900-kilometer-long coastline with the internal Caspian Sea, across which it can conduct maritime trade with Russia, Azerbaijan, Iran, and Turkmenistan. Mongolia, on the other hand, possesses no such direct access to any large bodies of water. And partially because of that and a whole bunch of other factors, Mongolia is quite literally the emptiest country on the planet. You see, Mongolia has more than 1.5 million square kilometers worth of land, which makes it the 18th largest country in the world in terms of overall area. But Mongolia also has a pretty tiny population of just around 3.3 million people who live across all of that land, which is basically just the same amount of people as live around San Diego in California. Because of this, Mongolia's average population density is just at around 2.1 people per square kilometer of land, which is by far the absolute lowest of any sovereign country in the world. For reference, that density of people across Mongolia is roughly a third lower than the countries who have the second and third lowest population densities in the world. Australia and Namibia, both of which have large amounts of their territories covered with vast, uninhabitable deserts. But Mongolia is somehow even emptier than all of this at first suggests. Australia has multiple large population centers with 5 cities scattered around the country that have more than 1 million residents apiece, meaning that the distribution of people around Australia is far more evenly distributed than it is in Mongolia, because despite how it appears, Mongolia is basically just one giant city-state with a ton of empty land around it that is cosplaying as the world's 18th biggest country. The capital Politiker Deutschlands. Doch in den Wochen danach geht es für ihn tendenziell bergab, sogar in den negativen Bereich. Ende Mai wird er nur noch mit einer minus 0,6 bewertet. Sein persönlicher Tiefstwert. Die Bewertung sinkt, die Laune auch. Keine Ahnung. Ist doch egal. Es ist komplex. Große klimapolitische Schritte lösen Verunsicherung und Widerstand aus. Dazu kommen politische und menschliche Verfehlungen in Habecks Ministerium. Es ist der eine Fehler zu viel. Das sagt Robert Habeck in einer Pressekonferenz Mitte Mai. Er meint Patrick Reichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Architekt der Energiewende. Offenbar hat Reichen Freunde und Verwandte bevorteilt und damit gegen Compliance-Regeln verstoßen. Nach langem Zögern entlässt Robert Habeck einen seiner wichtigsten Mitarbeiter. Keine 2 Wochen später steht ein zweiter Staatssekretär auf. Udo Philipp wird vorgeworfen, nicht ausreichend transparent gemacht zu haben, dass er an Start-ups beteiligt ist. Vorwürfe konnten zunächst entkräftet werden. Im Mai 2023 vergeht kaum ein Tag, ohne dass die Presse über Robert Habeck berichtet. Der Spiegel zum Beispiel schreibt über ihn vom Herzensmann zum Schmerzensmann. Wird die ganze Geschichte vielleicht sogar noch vom Boulevard aus angeheizt, um im Bild zu bleiben? Habeck wird als Zocker dargestellt, als Opfer oder Nervenbündel, als Buhmann, der tausenden Häuslebauern in die Tasche greift, obwohl die Änderungen im Heizungsgesetz nicht allein Habecks Idee waren, muss man dazu sagen. Dass Habecks Beliebtheitswerte da in den Keller rauschen, ist wahrscheinlich für keinen eine große Überraschung. Immerhin noch 39% der Befragten des Politbarometers sagen Ende Mai 2023, Robert Habeck mache seine Sache gut. Das sind deutlich weniger als im September 2022. Und wo wir gerade bei Beliebtheitswerten sind, lasst uns an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs wagen und noch mal kurz die Beliebtheitsskala anschauen. Wie dieses Ranking genau zustande kommt, das haben wir euch vor einiger Zeit schon mal erklärt, und zwar in diesem Video hier. Ein bisschen genauer. Gut zusammengespielt. Aber es hat sich etwas verändert seit dem Spätsommer 2022, und zwar das Niveau. Nein, das soll jetzt nicht heißen, dass die beliebtesten Politiker Deutschlands nur noch so schlechte Witze reißen wie wir hier oder, naja, genauer gesagt, wie ich hier. Es geht viel eher darum, dass die Befragten generell seltener hohe Bewertungen geben. Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen kennt die Hintergründe. Also auf dieser Skala von +5 bis -5 werden ja die wichtigsten Politiker bewertet. Und in der Regel, und das ist auch dieses Mal natürlich so, sind da hauptsächlich Politiker, die in der Regierung ein Amt haben, vertreten. Also die meisten dieser 10 wichtigsten Politiker sind Politiker der Ampelkoalition, die auch ein Amt eben innehaben. Nun gab es ja in der letzten Zeit, auch in den letzten Monaten, viel Unzufriedenheit mit der Regierung. Und das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass das Niveau auch der Bewertung der 10 wichtigsten Politiker nach unten gegangen ist. Denn die Politiker, die jetzt von der Union oder auch von der Linken oder von der AfD in den Top 10 sind, deren Bewertung hat sich nicht so sehr verändert. Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist etwa der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Im vergangenen Herbst schaffte er es mit einer durchschnittlichen Bewertung von 0,5 auf Platz 1 der Top 10. Während es wenige Monate zuvor
What always can knock? Hey everybody, and welcome to the patch 13.12 preview. As a reminder to everyone, because no one ever actually listens to me, this is a preview of the patch notes. These might not go live. They likely will, but sometimes Riot makes small little adjustments, little changes, adds, removes some stuff from this, okay? So this is a preview, and this will go live in a week. These might not all go live in a week, so if you want me to go over them in more detail, come back in a week, and we'll go over the actual patch notes when they are released. Now, let's read through this, because he has some little notes here that he wanted to add onto the patch notes. So they say, I have bad head, just don't question it, it's just there, don't worry. Additional context, Kai'Sa 80 per level to hit Q evolve on war first items. They want Kai'Sa to evolve her Q on war first items. Rise E speed aims to fix some cases where E melee Q doesn't spread. Weird, but okay. Gragas passive cooldown aims to hit some early sustain and broaden even losing matchups. More melee damage change for survivability and range. Zeri nerves to be less powerful than enchanters. Triforce is making her spike too hard on one item. Given her scaling, if she's weak, we'll follow up, but she's been strong for a while. Really? Has Zeri been strong for a while? How long's it been? A while? Meaning like 2 years now? Probably not a big deal. If she's weak, we'll follow up. Q is on a fine line between spell and attack replacement, and we're supporting it as an attack. Really? You're telling me the ranged champion shouldn't be able to proc Sheen on every auto attack? Weird, but you know, you're the doctor. Lucian changes to be viable with more partners. Well, he should only have one partner. So. Okay, I don't think he cheats. And a nerf to compensate. Okay. Rumble changes to extend his combat pattern and make him better against more durable targets. With a lot more red buffs active in each game, we're bringing the power down slightly. Yeah, I think being slowed permanently because each team has 2 red buffs might be a bad idea, and taking that much true damage sure does prove to be a bit frustrating. But let's go look into these notes more in particular. Let me zoom in here so we can get a good look at them, okay? So first up we have Ashe. The Riot has decided to buff Ashe. Oh, as a reminder to everyone, make sure to like, make sure to leave a comment on your thoughts, make sure to subscribe to the channel. Okay, interaction helps all of us. All of us will be helped with some more interaction. You guys can always get some interesting conversations down in those YouTube comments. Ashe, Frost Shot, bonus damage increase from 115 to 120%. Bad idea. Damage multipliers are really bad for the game. Particularly in a class that functions entirely as a damage multiplier. Problem that I have with that is after playing Diablo, damage multipliers tend to go a bit crazy. So, I think there might be other ways to make Ashe more viable, including, what if you just made her like a tiny bit tankier? Like, just a tiny bit tankier, right? Like, I'm not saying a lot, but like a little bit, right? I think that might go a long way to helping her. Volley base damage increased from, they're increasing the damage of volley back again, up 10. And then Enchanted Crystal Arrow, her ultimate, he's gaining 20% AP ratio. I'm not sure why they did that at all, to be honest with you. Weren't we just in an Ashe support meta? Why would they buff something that deliberately targets and buffs Ashe support? I don't know, but okay, we're just gonna go with it. Overall, yeah, I mean, pretty good changes across the board. Not sure Ashe needs it. She's an annoying old champion, but okay. Gangplank is going to get his barrel cooldown reverted back to where it used to be. It used to be 18 to 14. They nerfed it to 18 flat because he always went Navari. Now they're going to buff it back up to 18 to 14. Pretty reasonable, assuming he isn't going Navari, but if he is, that's a bit silly. Additionally, I'm not sure I really needed to buff Gangplank, but okay. Kai'Sa's 80 per level is going up, which Riot assures us is only... This is only to help her, wait, 0.6 though. That's a lot. Wait, Riot, 0.6 damage per level on an AD is a lot. That's like 10 damage at level 18. Jinx got nerfed by like 3, and that lowered her win rate by like 0.5.
because AD carries tend to have a lot of damage modifiers. I'm not sure about this one. This one seems like quite a poor decision, quite a terrible decision, quite an awful decision, in fact. I regret ever reading these patch notes now that I've realized the horror that lies beyond. I have seen the tentacled beast that is Kai'Sa buffs, and I wish to unsee it, but I cannot, for it has imprinted itself in my mind. Nasus is being buffed, his passive lifesteal is being increased, and his ult cooldown is going down. I don't think that's a good idea. The lifesteal increase, look, I'm all on board. Healing is fun, right? Healing on bruisers is always fun. We should be healing non-stop. I want more fights where we're actually healing more than we're doing damage. That would be fun for me. However, right, Nasus's cooldown on his ultimate is like one of the only things you can play around. He ults, you run away, and then you get time to fight him before he gets back to his ultimate. Nasus's ult lasts for 15 seconds, right? And at 50% cooldown reduction, that means a rank 3 Nasus, a level 16 Nasus, will have 40-second cooldown in his ultimate, meaning you will only have 25 seconds in between ultimates to kill him. Nasus's ult, boy, what does it do again? Magic damage AoE around him, and it gives him bonus armor, and it gives him bonus magic resist, and it gives him bonus range. Yeah, especially with that wither change you did, it's a bit frustrating, I think, annoying, in fact, to fight Nasus. So, yeah. Orianna's ultimate is getting AP ratio and damage on its 2 and 3. Once again, I'm not sure why you're really thinking this one through. I think maybe a better solution, I know I keep suggesting this, a better solution would be to give Orianna her magic resist back so she doesn't instantly plummet into a hole if she ever gets hit by anything. Maybe touch up that base armor. For those who don't know, Orianna has 5 less magic resist than average because if her ball is on her, she gets 5 magic resist. So instead of going to bonus magic resist, she is squishier than normal without her ball on top of her, and then only normal tankiness with the ball on her. Also, her base armor is pretty bad. So maybe touch those up a little bit. Ich glaube, der größte Unterschied sind, dass noch viele Streamer sind noch gerade extrem toxisch. One of the issues we've seen time and time again is viele, die auch sonst nicht toxisch waren. Mage like Orianna, Baus ist gerade immer schlecht gelaunt. Bin gespannt, was passiert, wenn Nove jetzt in Korea ist. Tyler One war immer schlecht gelaunt. For everyone involved, if instead of just making Orianna a funny one-shot machine, which I know you're gonna do this. Nee, so, er war ja der Einzige, der es echt okay fand. Die anderen hatten alle keinen Bock mehr. Good idea if instead we made her a bit tankier. Ja, aber im Vergleich zu den anderen war das noch okay. Even for a mage, she is quite squishy, and because of that, she tends to struggle lately to be more viable. I mean, I think she's probably fine. She's just a little bit undertuned. Particularly, I think the 5 magic resist buff would help her out. Ryze is getting his passive AP ratio increased back from when they nerfed it. Jede dabei sind da. Sorry, just gotta. Galeforce gibt eigentlich nur fragwürdige Items. Ryze buffs. Baut jetzt Galeforce auf Science, AP ratio is increased. Er baut gar nichts mehr, der ist blank. And his missile speed is increased. Okay, so that's not gonna be fun. Who is this for, Riot? Satan? Did Satan decide to buff Ryze? Is that who? Did he call down to you guys? And I say Satan called down, like down, as in Riot is further down than hell. Because if they're in a position where they're actually buffing Ryze, they must be in super hell. Gragas' passive cooldown is going from 8 to 12. I actually don't agree with this entirely. I think it should be 12, 10, 8 at like level 1, level 7, and then like level 13. I think in late game, you should keep his passive like at the same cooldown so he can heal up and try to play around outside fights like he does now. I think obviously it's a bit frustrating early game, you know, overbearing early game. His body slam is also very overpowered, so maybe we should focus on that, you know, maybe a little bit. But, you know, I don't think we should be like hurting his late game. I think healing is fun. I think it's fun to heal. And if I'm playing Gragas, I want my passive to be strong. You know, maybe it doesn't need to be strong early game, but definitely late game, maybe a little bit. Kha'Zix's base AD is going down by 3 from 63 to 60.
I'm pretty sure that's a worse nerf. You know what? I'm not even gonna question it. Yeah. Okay. Yeah. I mean, okay. Sure. Kha'Zix's base AD down by 3. What's his win rate gonna be then? You think? I mean, I don't really care. I hate that champion. So to be honest, deserved. Honestly, he should probably be nerfed even harder than this. But okay. Yeah, I was just thinking, like, man, Jinx got a 3 AD nerf at level 18. Kha'Zix gets it at level 1. Right? It might be biased to ADs. I don't know. Maybe they're biased to ADs. Kog'Maw's getting his percent damage on his W reduced by 0.5% per auto. This means instead of his W into his Rage Blade procs his W, procs his W, procs his Rage Blade, procs his W, and then you're dead from full in 3 autos. Now you might live to that 4th auto attack. K'Sante is getting the cooldown on his E, that's his shield, increased by 1.5 seconds. Ja, das ist jetzt der Termin, müsste es die Woche sein. I know I keep saying this, like, in my heart, I hope Riot maybe one day listens to me. I think what they should do is remove or nerf the shield on allies, because that affects competitive play considerably. K'Sante's ability to jump to a teammate, still be then right? That's pretty good, right? And I think that instead of nerfing his solo queue pretty significantly, I think they should focus on like competitive play and like synergistic K'Sante. I think K'Sante definitely I think he definitely schießen sie gleich wieder die Frau dich jetzt haben wir da so. Lulu is losing 3 armor and her passive damage is going down by 6. But at the later ranks her shield is getting 20 strength. So Riot is Ich bin es eigentlich gewohnt, weil das haben die Schweizer bei uns gemacht. Und hat dein Fenster immer gewackelt. Or something. I don't really know. Überschalltest gemacht. Really that big a deal, honestly. I'm not saying she's like bad, but is she really? Ja, wir sind ja keine I think, Stadt like, gewesen. most dominant support. Maybe competitively, but like I play solo Ah, queue, right? So cool, like, I ja. don't play competitively. Okay. I hear mostly about solo queue. Ich bin irgendwo im It's been Nirgendwo gelandet, ne? years and years, and finally I feel like Komplett Lulu's in a verwirrt. decent spot, and so now we're making her squishy and killing her, I guess. Ist auch, aber ich bin da nicht Basically hingekommen. killing her, let's be real. Melio is getting his armor growth down, Ich bin selber auf and his Tim. base armor down, and his passive on hit AD ratio down. Rechts von euch ist es gelandet. Huh. I thought they said there was going to be a trade-off. This just seems like a Ja, die nerf. Noten über mir. Rel is getting a large set of nerfs. She got hotfix buffed, and I'm pretty sure Rel's pretty overpowered right now. I think most people agree on that one. So she has a long list of nerfs. Okay. Yumi also has a long list of nerfs. Okay, this is shocking. pushed you, I know you people believe me. But could you understand that Yumi was like overpowered competitively and at the high ranks? I know, that's crazy. Because like when you think about it, like that has never happened before. And they reworked her so it would never happen again, right? So it's so weird that once again she's overpowered at the high ranks and competitively. I didn't see this one coming. This took me by surprise. When I read about this, I was shocked, and I wrote to my senator and I said, Senator, Riot lied to Ist me. wieder links rein. They lied to me. They said this rework was gonna fix it all, and those bastards lied to me. He said there would be a federal investigation. I'm not sure I believed him. So Yumi's E attack speed is going down-ish. At the early ranks, she's getting less attack speed. At the high ranks, it'll be the same. Then her ultimate is healing 10 less per wave. Personally, Yumi making every AD that she's attached to an unkillable super beast that speeds her on the battlefield while she chunks my entire health bar down. I found that to be rather frustrating to fight. I won't lie to you right now. Ist der runtergegangen? No further Der eine comment. ist in die Richtung gerannt. Zeri is getting her shield passive removed. So basically, when ja, Riot der was Weiz out ist there, überhaupt ist komplett couldn't gerannt. stop. I don't think they could Der stop. vor mir im Haus einer. To be blunt with you, I think they literally could not stop. They just kept adding more and more to her kit. So for those of you who don't know, Zeri has this quirky, weird mechanic where if she attacks someone with a shield, she gets part of the shield that she damaged for some reason. And then if she's shielded or she attacks someone with a shield, she gets movement speed. Ist er raus? Ja. I don't know. It doesn't really seem to have any like
part of her kit. Like literally none of her kit has any synergy or weird like it's this weird thing that just has been there since she launched. Like it's just this weird anti-shield mechanic that she's had. That like she just gets the perma champions like Shen because she damages their shield, gets movement speed, or she gets a shield from a support and then she gets movement speed. It's just been there this whole time for some reason. Then her Q is no longer gonna proc Sheen, which is good. So good job, Riot, I guess. Here we are, like, God, how long has it been? Like 2 years? It feels like 2 years. If it hasn't been 2 years, I feel 2 years older since Zeri got added into the game. So finally, Riot is admit that they literally never playtest Zeri. They literally never loaded into a game, built Trinity on her. Then they launched her and said, oh my god, her Q can proc Trinity? Well, I'm sure that won't be an issue. And it was an issue. And they said, that probably won't happen again. Then it happened again. And they said, look, 3 times? That would be ridiculous. She's getting a little bit of movement speed. Her base movement speed is going from 330 to 335. I think that's a little bit at the high end where AD is supposed to be, if you want me to be blunt. So I don't think that's actually a good idea. AD carries tend to have too much movement speed, period. But she is losing her shield movement speed from her passive. But I just think AD carries are like too fast, period, right now. All these ADs going Gale Force, and then they get to outrun everyone. It's really irritating. Like, it's actually really irritating fighting a class that runs and zooms around like that. Especially their DPS and then their enchanter chain buffing them, making them tanky. It's like, ugh. And her E damage is going from 0 to 65 to 0 to 85. So she'll have a little bit more damage, but no more shield passive, no more Q procking shield, and a little bit more spin passive. So, yeah. Okay. This Lucian thing, it's really long, but let me read you the gist of it. Okay. Basically, it no longer procs Lucian's, like, basically whenever Lucian was shielded or buffed by an ally, he would get 2 attacks of bonus magic damage. That's being changed. He gets less damage, but he gets 2 extra attacks of bonus magic damage when an enemy is immobilized, in addition to when he's buffed or healed or shielded by an ally. So that means if Leona E's onto an enemy, then Qs them, he'll get 4 bonus attacks. If someone shields and heals him, he still gets a bonus attack. But the amount of damage he gets from is going down. The idea is shocking. I know. Many of you are shocked by this. I'm shocked too. Making Lucian synergistic with enchanters has definitely not been good for his gameplay. It has broken the champion repeatedly. And Riot has said to themselves, they said, look, should this champion really be broken? And everyone responded, probably not. And Riot said, we're going to need another 2 years to figure it out. So 2 years later, they came back to us and they said, no, actually, maybe Lucian shouldn't be broken. And everyone, exasperated and tired, said, you think? Okay, I'm gonna ignore all these Rumble changes and I'm gonna give you the gist of it. Rumble will absolutely shit on top lane and be literally no fun. Everyone will hate him. I promise you. Everyone is going to hate him so much. He is going to break the game and everyone will die. That's my thoughts. Because Riot doesn't seem to understand. A champion who just repeatedly tries to overheat then one-shot you is no fun. And it's particularly no fun when he just shits on you early game then falls off. So Riot's solution is to make him shit on you even harder early game. That's it. End statement. But okay. I mean, they increased his ult cooldown. Immortal Shieldbow is going from 7% lifesteal to 10%. Reminder, Shieldbow can have 10% lifesteal, but Gore Drinker is still 8% Omnivamp. Mid lane gold penalty has been removed. For anyone who didn't know, mid lane had a gold penalty on their minions throughout the early game. So mid lane has got about 100 less gold. They have since then all killed themselves. Rage and terrifying
bitch fest. The 100 less gold, they basically called a war crime and said it was responsible for all the evils in all the world. This is the only time in all human history Riot has ever tried to balance mid lane and keep it from just being better top lane. With the removal of that penalty, mid lane will be better top lane once again. I don't know why, but he's broke. Kitty is just fast broke. She's zooming. She do be zooming. Okay, Sun Renewer is getting buffed. Lifeline hier in der Ecke ist 1 AP die Ecke, Tim. They're changing the mythic passive from something boring to something exciting. Kitchen, der hat jetzt gehealt. Good job, Riot. Like, honestly, good job, Riot. Because, like, honestly, when Riot does a good thing that's fun, I like healing, I like shielding, and I'm sure other people like healing and shielding too. So 5 ability haste, boring, I sleep. 5 healing shield power, I point and go, ooh, ooh, that'll be cool. My only concern is 5 heal and shield power might be a bit too much. I'll be blunt with you, okay? But maybe like 4%. Hey, seit wann können die den Lifeline abbrechen? Doch, der hat einfach mal Schild hochgemacht. Das hätte ich doch durchgezogen. He do be shielding. Ja, ist meine Frage. Weißt du nicht, dass das geht? Oh, Phantom Dancer is going up 5% attack speed because it can't be a patch without a random 80 carry item. Well, I mean, okay, this is the random 80 carry item getting Giga buffed right here. Mortal shield buff. So good job on that one, right? So Yoni and Yasuo just gonna rush it and then drain tank everyone again? Is this where my life is leading me? Are we going back to this? I hadn't gotten enough of it the first time, so the second time around I'm sure it'll feel better. Static Shield is being changed. They're saying this is a buff and I'm gonna believe them. The damage is going from 80 to 190 to 100 to 180. So I'm guessing that it does more damage early game and a little bit less damage late game. Ardent Sensor is getting nerfed. Boy, I haven't... Wow. 2 patches of Ardent Sensor getting nerfed? And I have a deja vu right now. What year is it? The amount of on-hit damage is being flattened from 15 to 30 to 15 flat. What year is it? I've seen this nerf before. Bloodthirster is getting nerfed. The price is going from 3,200 to 3,400. Shockingly, 80 carry players tend to be the dumbest motherfuckers on the planet. They all said that Bloodthirster was basically unusable. It would take you too long in the game for it to scale up. Being the dumb pieces of shit they are, they forgot that you don't need to buy it first. Actually, it doesn't need to be your first item. Shocking, I know. Gale Force is being nerfed again. I'm shocked by this one too. Apparently a first item or second item that gives you a shitload of damage and attack speed and crit and a huge execute and movement speed and a gap closer. Some people found that a bit overbearing. End statement. They're also okay. They're also changing it so it no longer scales on crit. It now scales on bonus AD. Yoni and Yasuo capping that out at 2 items and just Gale forcing into people and one-shotting them was considered a dick move by Riot. Imperial Mandate is being nerfed. The damage is going down on both procs. On the movement speed, Imperial Mandate will get more movement speed, but the damage is going down. To the surprise of everyone, I was surprised. I was surprised the last patch, and I was also surprised when I said this was going to happen in the patch note. They did this. So a month ago, Jesus, it's been a month. So, yeah, I was surprised when stacking Imperial Mandate and Echoes of Helia proved to be overpowered. Having 2 damage support items that scaled their damage pretty hard tended to be a bit silly, really. That's it, end statement. I'm gonna keep making that joke. You cannot stop me. Overheal is being changed. Instead of a flat amount of overheal, it is now a 11% health overheal. Basically, Riot is trying to push fighters to using overheal and pushing them away from using Triumph. To quote Riot, God help us, no one is playing fighters competitively. What have we done? We have fucked the game's balance. This is not what's gonna fix it, though. So, mein Schild funktioniert aber good job.
Rapid fire cannon is being nerfed, which is weird because I swear to God, the dumbass AD carries also told me rapid fire cannon was too expensive and was now shitty. Rapid fire cannons go from 60 to 140 damage down to 60 flat. That's right. That is a 80 magic damage nerf in the late game. Good job, AD carries. You guys are so smart and good at guessing what is and is not overpowered. You guys are so just intelligent. That's the word I would use for AD carries. Intelligent. As we mentioned, red buff is being nerfed, the slow is being reduced late game, the health regen is being reduced late game, and the damage is being nerfed late game considerably. At level 18, red buff will go from 114 true damage to 78 true damage. That's right. What is that? That's 36 damage nerf late game. Probably not the biggest deal, but okay. Then they're adjusting Duskblade with Katarina and Samira's ultimate. And that is patch 13.12. I probably got through this a little bit faster than I probably should have. Maybe I should have gone on but it is 4 AM for me. I put this off to pretty late. I'll be honest with you. I probably shouldn't have put this off so late. But here I am, tired and reading through these all and hoping to entertain you all. I hope this length of this video satisfies you. This is all I've got, okay? It's late and I just can't keep it up for long. So I hope you enjoyed watching this. I, as always, enjoy making these videos for you guys. So leave me a like if you like it, and if you don't like it, leave me an angry comment on any of my thoughts here. If you're an AD carry main, leave me a little note saying, I main AD carry. I want you tracked. I'm putting you in a database. And as always, thank you to my Patreon supporters, thank you to my YouTube members, thank you to my Kick subscribers, thank you to everybody. You're all great people. Thank you all, and I hope you have a great rest of your day. Goodbye, everybody. Das wird die da. Hier, wir können auch einfach hier rechts rüber gehen da. Der Hardcore-Smurf wieder. Also nicht Revived. Hier ist gelootet. Und das teilweise, Philipp, hier liegt eine Blue in der Mitte. Da ist ein Drop. Aber wenn Tim hinten rausgeht, bei diesem Drop, ne? Das ist eine Eva. Ja. Ich glaube, ich hole die Dropwaffe, wenn die noch da ist. In die Richtung waren halt auch die Bobos. Ich könnte aber eine Zip geben, gleich. Die ist ja gleich hier. Ist hier irgendwo eine Armandinal? Ist dabei. Du hast eine? Ja. Boah, eine Waffe, ich hab gerade die Brawler, ich will keine Brawler spielen. Brawler ist richtig stark. Eigentlich stärker als die 99 zur Zeit. Aber ich kann mit der nicht spielen. Ich komme mit diesen 3-Schusswaffen nicht so richtig klar. Ich dachte gerade, das steppt das oder so. Dann kommen wir mit hier. Komm mit hier rüber, Matze. Irgendwo hier war das, glaube ich. Lag deine. Ja, aber hier. Hey, wieso willst du nicht? Hold on. I'm trying to think of how I want to tell these stories because I feel like I'm preemptively burning bridges.
let me just put it this way, okay? I'm just sitting here, so I want to sit in the employee or I want to sit in the speaker's tent because what I consider to be like tons of high IQ, super intellectual people. I want to sit here and absorb some of their wisdom. Like, what do these guys talk about? And it is. It's so much self-indulgent conversation. I was like, I couldn't believe it. I think I was typing in chat like some of the things that I was hearing. It was like it was just like some of the most pretentious. Does anybody have my logs from that day? Oh my goodness, I'm just listening to this philosophers talk on this tent and these conversations are Lil W. Oh, one guy said, I say, psychosis is just a decoupling of reason with value. Bro! Every single thing these guys were saying felt like a tweet that I would read on, what's the name of that one guy? Daedalus or whatever? The book guy? You know you're right when both the left and the right are attacking you. Soy. The opposite of spiritual is not atheism. It's extreme anthropomorphism, and it's rotting our society. The overprescription of medication is the direct personification of the spiritual void. Bro, dude. Oh! Everybody just sounds like everybody's like trying to like one-up each other with their intelligence. Which is really funny because for me, I can get in with anybody in this tent because if you ask a few questions, people are so excited to talk about themselves. But I ended up feeling really bad because I'm sitting, there's this lady to the left of me, and then behind me I'm listening to Jack and these guys talk for like 35 minutes. And then the lady to the left of me asked me a question about her schedule, and I'm like, oh, let me see if I can help. And I find out she's giving a talk on can capitalism be made good? And then I kind of joke and I was like, oh, this is funny. I'm a YouTube retard, but I talk about a lot of stuff like this on my stream. And I'm like, what's your background? And she's like, oh, I think she got a PhD in microecon and she's a professor at Harvard. I'm like, I should have been talking to this lady for 40 minutes instead of listening to these randos behind me, and then she has to walk off and do her speech. I feel like an idiot. There were a lot of really smart people there. There was... Double red. Nee, kann keine Reds sein. Doch. Maximal 21 Spieler. 2 Reds in einem Team. Okay. I will blow up Kelly here. Okay. So there's a guy that goes here, okay? There's a guy on a panel, 3 people. One was an author lady. The other was like a philosopher guy. Schieß drauf, macht's kaputt. And then in the middle, I didn't know how many people were coming to this festival. I'm gonna be honest, when I first accepted the invite, I thought this was gonna be like 50 people at the whole thing, okay? But it's like a Chichek, so I'll fucking do it, okay? I thought there's gonna be 50 people the whole thing. This is actually a really big festival. What did I say, 1,000 people there for visitors, and then a lot of really high quality speakers. I was really impressed. And in the middle, there's a guy called Roger Penrose, okay? This guy is like a Nobel-winning physicist, okay? He's like 91 years old. Very intelligent guy. Very interesting that this guy's here. So he goes back and forth, and the panel is incredibly mismatched, which is kind of funny because this guy stage left is like trying to argue with Penrose about like where consciousness comes from, but he's just a philosopher, and the and so anytime a philosopher starts talking about quantum mechanics, like I can tell that Penrose in the middle was a little bit irritated because like, the guy on the left is like he's like mixing up like special and general relativity and trying to talk about human. It's just like it's a kind of a whatever. It's just a funny. It's funny watching Penrose. He has to keep like correcting in the middle, but whatever. But afterwards, he gave an interesting theory. Not theory. I'm sorry. He has an interesting opinion. So Penrose believes that no AI will ever be sufficiently complicated enough to have like a conscious experience. And then he references something that sounded to me like Searle's computer room, where he mentioned something about how like if you teach a computer Chinese, complicated enough to have like a conscious experience. And then he references something that sounded to me like Searle's computer room, where he mentioned something about how like if you teach a computer Chinese, like it might know the language, but it doesn't have understanding. Which I thought was interesting. So I've got a special speaker pass, so I figure maybe I'll get a little bit more credit. I can chat with the guy, and he's going to. So he goes to a tent. I wait probably 30 minutes for. I wait probably 30 minutes for everybody to go, and then I have the chance to talk to this dude. I'm like, this is a Nobel-winning physicist. Like I'm so fucking hyped to talk to this guy. So I asked him a question about. There were a couple questions I had. One was I was curious if he had an opinion on the idea that because he talked a lot in his speech about how
physicists are relentlessly trying to marry relativity and Einstein's theory of gravity space-time with quantum mechanics, and hasn't been done. So I had like one was a question of like, do you think that physicists are mistaken for trying to simplify everything into like a single equation, or do you think there's any merit? Because I've heard some people talk about that. He spoke about that for a little bit. And then my second question had to do with, I wanted to know what he meant about understanding. When you talk about how something understands something, like what does that mean to you? And then I wanted to go, from there to see like what he thought the fundamental difference would be between like a brain constructed in a computer versus like a human brain. And he's halfway through answering this question. I don't know why she does this. And then Kelly to the left of me, she's like, can you explain to my friend the double slit experiment? I was trying to explain it earlier to him, but I don't think he understood. About how things can be both a wave or a particle depending on like frequency and shit. And I'm just like, why would you do this to me? And then he spends like 25 minutes talking about wave particle, and then I just like leave, and I'm like, why? This guy is 91 years old. He's on death's door. This guy, I don't even know if he survived the walk back to the tent. Okay, he's looking rough. Penrose is literally the most accomplished still living physicist. Is he? He was giving me like a pretty interesting explanation for his understanding too. He rambles a lot, but he spent like building up to the understanding thing. He gives me like a 15-minute background on Christ. I don't remember the first part, but it ends up leading into like Gödel's incompleteness theorem and the idea of like meta rule sets, that you can have all the rules for a given set, but there might be rules that exist on top of those rules because there's rules that are applied, et cetera, et cetera. It was like a pretty interesting discussion up to that point, and then she just curved it completely into the, oh God. One of my graduate students, Paul Todd, he's had a much better way of saying it. He said, why don't you say that you can stretch out the Big Bang? Just the way that she, I don't even know why, dude. Okay, anyway, but my God. A few things I wasn't ready for, okay? I haven't spent too much time in Bongerland, and I think this is the first time I've driven in Bongerland. I always say Americans drive crazy, okay? Like North America is like, and South America too, are crazy drivers. Okay, in Wales, these roads are so fucking small. I'm not even sure if they're meant for one car, okay? I'm not actually sure. I'm like, am I supposed to drive here? And all of these are two-way. And Bongers, or Welsh people, do not fuck around on these roads, okay? I'm going like 45 on a road where I feel like I'm gonna lose my life at every turn. And I'm getting tailgated like crazy. Und River, Chief Higby Bumper. By every single person in this country. And it is so goddamn stressful. Because I'm already having trouble like centering your car, for me at least. I got used to it by day 2. But day 1 was so stressful. Keeping your car in the center of the road is very weird when you're on the other side of the car. Plus, I'm trying to change gears with my left hand instead of my right hand. Plus, I got my phone for my map on, and these roads are so fucking small, so I'm trying not to run off the road while also not getting killed by the people that are driving on the other side of me. Jesus Christ. That's how we roll. Willkommen zu ZDF heute live. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es gab neue russische Raketenangriffe. Heute Nacht mehrere Städte in der Ukraine wurden angegriffen. Dabei sind 6 Menschen gestorben und mehr als 20 wurden verletzt. Präsident Zelensky spricht von russischen Killern.
Und diese Angriffe folgen auf eine ganze Reihe von Angriffen innerhalb der letzten Woche, die sich auch über das ganze Land verteilen. Und immer wieder werden Zivilisten Ziel dieser Angriffe. Und gleichzeitig ist auch die ukrainische Offensive im Gange. Wir haben hier in den letzten Monaten ja ganz viel darüber diskutiert, ob, wie, wo und wann sie startet. Die ukrainische Führung vermeldet Erfolge und spricht von 7 befreiten Ortschaften. Die russische Führung wiederum spricht von hohen ukrainischen Verlusten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Offensive läuft, wo die ukrainischen Truppen vorankommen und wie hart die Gegenwehr ist. Und wir wollen uns auch die Frage stellen, die hier schon hinter mir steht, nämlich bricht die russische Front? Und wie immer tue ich das nicht alleine, sondern ich habe 2 Gesprächsgäste. Ich spreche zum einen mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und mit meiner Kollegin und ZDF-Reporterin Alisa Jung, die für uns in Saporizhia ist. Und wie immer diskutiere ich auch mit euch. Habt ihr da draußen Fragen oder Meinungen zum Thema, die ihr mit uns in dieser Sendung teilen wollt? Dann schreibt sie gerne in den YouTube-Chat oder per Mail an die Mailadresse, die ihr gerade eingeblendet seht. So, und bevor wir ins Diskutieren kommen, bevor ich mit Oberst Reisner ins Gespräch zum Status quo dieser ukrainischen Offensive komme, hier eine kurze Vorstellung meines ersten Gesprächsgastes. Militäranalytiker, Historiker und aktiver Soldat. Oberst Markus in den letzten Monaten ja ganz angegriffen. Dass ihr dabei seid. Hi und herzlich willkommen zu ZDF heute live. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es gab neue russische Raketenangriffe heute Nacht. Mehrere Städte in der Ukraine wurden angegriffen. Dabei sind 6 Menschen gestorben und mehr als 20 wurden verletzt. Präsident Zelensky spricht von russischen Killern. Und diese Angriffe folgen auf eine ganze Reihe von Angriffen innerhalb der letzten Woche, die sich auch über das ganze Land verteilen. Und immer wieder werden Zivilisten Ziel dieser Angriffe. Und gleichzeitig ist auch die ukrainische Offensive im Gange. Wir haben hier in den letzten Monaten ja ganz viel darüber diskutiert, ob, wie, wo und wann sie startet. Die ukrainische Führung vermeldet Erfolge und spricht von 7 befreiten Ortschaften. Die russische Führung wiederum spricht von hohen ukrainischen Verlusten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Offensive läuft, wo die ukrainischen Truppen vorankommen und wie hart die Gegenwehr ist. Und wir wollen uns auch die Frage stellen, die hier schon hinter mir steht, nämlich bricht die russische Front? Und wie immer tue ich das nicht alleine, sondern ich habe 2 Gesprächsgäste. Ich spreche zum einen mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und mit meiner Kollegin und ZDF-Reporterin Alisa Jung, die für uns in Saporizhia ist. Und wie immer diskutiere ich auch mit euch. Habt ihr da draußen Fragen oder Meinungen zum Thema, die ihr mit uns in dieser Sendung teilen wollt? Dann schreibt sie gerne in den YouTube-Chat oder per Mail an die Mailadresse, die ihr gerade eingeblendet seht. So, und bevor wir ins Diskutieren kommen, bevor ich mit Oberst Reisner ins Gespräch zum Status quo dieser ukrainischen Offensive komme, hier eine kurze Vorstellung meines ersten Gesprächsgastes. Militäranalytiker, Historiker und aktiver Soldat. Oberst Markus Reisner analysiert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit dessen Beginn. Reisner leitet seit September 2022 die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wien und ist Kommandant des österreichischen Gardebataillons. Zuvor, von 2004 bis 2013, war Reisner Teil einer Spezialeinheit des österreichischen Bundesheers. In dieser Zeit nahm er an verschiedenen Auslandseinsätzen teil, etwa in Mali, der Zentralafrikanischen Republik, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Tschad und Afghanistan. Ja, und da ist er mir jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Reisner. Herzlichen Dank. Herr Reisner, hinter Ihnen ist schon eine Karte aufgebaut. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam einen Blick auf diese Karte werfen. An welchen Orten macht sich die ukrainische Offensive, die jetzt lange erwartet und besprochen wurde, denn gerade bemerkbar? Ja, versuchen wir ganz kurz zusammenzufassen, was in den letzten knapp 10 Tagen passiert ist. Die mit großer Erwartung hinterlegte Offensive hat begonnen und die Offensive stellt sich im Moment wie folgt dar. Man kann erkennen, dass es 3 Stoßrichtungen gibt, quasi die von Seiten der Ukraine versucht wird, auch tatsächlich voranzutreiben. Wenn wir uns den Raum grob ansehen, dann sehen wir, dass hier zwischen Melitopol und Mariupol sich ein günstiger Raum darstellt für einen möglichen Stoß bis zum Asowschen, der die russischen Kräfte teilen würde. Was wir erkennen zurzeit ist, dass am Beginn der Angriffe
es tatsächlich die Russen geschafft haben, signifikant auch einen Abwehrerfolg zum Teil in der Gefechtsvorpostenlinie zu erzielen. Aber seit also ca. 48 Stunden gelingt es den Ukrainern langsam Fuß zu fassen und Raum zu gewinnen, unter anderem hier im Zentralraum, wo es gelungen ist, insgesamt 7 Ortschaften in Besitz zu nehmen. Nicht so günstig stellt sich die Lage da zurzeit in Bakhmut, wo man ebenfalls in den Gegenangriff übergegangen ist, und im eigentlichen Schwergewichtsgebiet nördlich von Melitopol, wo vor kurzem auch diese Verluste an amerikanischen Bradley-Kampfschützenpanzern und deutschen Leopard-Kampfpanzern erlitten worden sind. Ja, Sie sprechen von 3 Stoßrichtungen. Können Sie da schon was sagen? Mit welchen Verbänden wird dort vorgegangen und kann man da schon eine Strategie ablesen? Ja, wenn wir uns kurz zurückerinnern, dann wissen wir, dass die Brigaden, die die Ukraine bereitgestellt hat, einerseits ausgestattet worden sind vom westlichen Gerät, aber andererseits auch von der Ukraine selbst aufgebracht worden sind. Derer gibt es insgesamt 12. 9 ausgestattet mit westlichem Gerät und 3 originäre ukrainische Brigaden. Dazu kommen jene Verbände, die sich an der Front befinden. Von den Bildern, die wir jetzt kennen, und das wissen wir vor allem aufgrund des eingesetzten Geräts, wie zum Beispiel diese Leopard, Bradley oder auch diese französischen AMX-10 Aufklärungspanzer, wissen wir, dass zumindest 4 Brigaden sich bereits im Einsatz befinden, das heißt 1/3 der Kräfte, während 2/3 immer noch in Bereitstellung warten und vermutlich auf das Ergebnis des ersten Erfolges warten im Wesentlichen, um dann also dort angesetzt zu werden. Ich habe gerade schon mal einen Blick in den Chat geworfen und es türmen sich schon die Fragen an Sie, Herr Reisner. Wir werden gleich gemeinsam nochmal über Ihre Einschätzungen zu den Erfolgschancen dieser Offensive sprechen. Bis gleich. In der Nähe dieser umkämpften Gebiete, in diesen 3 Stoßrichtungen, die wir gerade mit Herrn Reisner betrachtet haben, befindet sich aktuell meine Kollegin Alisa Jung, nämlich in Zaporizhzhia. Das seht ihr hier einmal auf der Karte eingezeichnet. Und die Punkte, die ihr da gerade seht, das sind diese befreiten Ortschaften, von der die Ukraine jetzt spricht. Und jetzt schalten wir mal rüber zu Alisa, was sie dort erlebt. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Hallo, Viktoria. Alisa, du bist vor Ort. Kannst du uns sagen, warum es aktuell so schwer ist, über diese Offensive zu berichten? Ich bin in Zaporizhzhia, das sind rund 100 Kilometer noch bis zur Frontlinie im Süden, wo aktuell die Gefechte stattfinden, massiv Gefechte stattfinden. Und natürlich ist das jetzt keine Zone, in der aktuell Journalistinnen zugelassen sind. Man muss sich das so vorstellen, grundsätzlich ganz allgemein gilt hier in der Ukraine schon eine Regel seit geraumer Zeit, die besagt, es gibt eine grüne Zone, eine gelbe Zone und eine rote Zone. Die grüne, klar, da kann man sich frei bewegen, die gelbe, da nur unter Aufsicht, und in der roten, da auf gar keinen Fall. Und natürlich an der Frontlinie so auch gar nicht. Jetzt gibt es, ihr habt das angesprochen schon, natürlich die Berichte über die ersten befreiten kleineren Ortschaften. Das wären jetzt natürlich Gebiete, wo wir als Presse uns auch gerne selbst ein Bild vor Ort von der Situation, von der Lage machen würden, die wir dort vorfinden. Aber auch Stand jetzt ist dort kein Zugang, denn das wäre einfach zu gefährlich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund, weil wenn, dann könnte man da ja nur mit Begleitung auch rein. Und man muss sich das so vorstellen, dass da ja nicht erst seit gestern, sondern sehr, sehr lange schon intensiv gekämpft wird. Das sind also Gebiete, die im Zweifel vermint sind. Das sind Gebiete, wo nicht ganz klar ist, ob da nicht auch weiter von den Gefechten also auch noch Einschläge hinkommen können. Da muss also ein gewisser Abstand zur Frontlinie dann überhaupt erstmal hergestellt werden, dass wir als Presse dort überhaupt erst in Begleitung, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, überhaupt erst hin könnten. Deswegen ist das nicht so einfach, darüber zu berichten. Aktuell über jetzt konkret die Frontlinie, da ist es gut, dass ihr euch jetzt natürlich Herrn Reisner eingeladen habt, um über die Militärtaktik zu sprechen, über die nämlich hier von ukrainischer Seite natürlich auch nichts verraten wird. Da möchte man hier einfach nichts preisgeben. Und das wäre auch noch ein letzter Punkt, den ich da gerne anbringen möchte. Denn auch wenn wir denn dann drehen können, geht es natürlich auch darum, keine ukrainischen Stellungen zu verraten oder irgendetwas, was der russischen Seite nützt. Das wäre natürlich hier für die ukrainische Seite im Krieg sehr, sehr schwierig. Ja, du sagst gerade, alles, was in Richtung Militärtaktik, Strategie der Ukraine geht, bleibt natürlich geheim. Du kannst ja aber vor Ort immer wieder mit den Menschen sprechen, die unmittelbar von diesem Krieg betroffen sind. Was ist denn deine Einschätzung? Wie schätzen die Ukrainer und Ukrainerinnen die Erfolgschancen dieser Offensive ein? Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier in der Stadt unterwegs und mit vielen Menschen sprechen können. Auch auf der Straße einfach Menschen angesprochen und haben gesagt, wie seht ihr das? Glaubt ihr, das wird jetzt schnell gehen? Glaubt ihr, das braucht noch sehr lange Zeit? Was ist eure Einschätzung? Und was da ein ganz wichtiger und interessanter
Punkt war, den man, glaube ich, nicht vergessen darf, hier von den Menschen in Zaporizhzhia, und das sind natürlich auch viele Frauen, die Männer, die Väter, die Söhne, das sind die gerade aktuell an der Front kämpfen. Das heißt also, für die ist das natürlich hier eine ganz, ganz, ganz persönliche Sache, und da geht es auch nicht nur darum, welche Erfolge man da jetzt im Süden an der Frontlinie erzielt im Südosten, sondern auch natürlich, das sagte uns hier eine Abgeordnete des City Councils, also hier in der Stadt, die sagte, da geht es ja auch darum, dass nicht so viele Menschen dabei sterben, weil das sind ja ihre Leute hier und das sind ihre Angehörigen, ihre Freunde, ihre Liebsten. Und insofern wünscht man sich natürlich enorme Erfolge, aber das natürlich auch nur unter Vorsicht. Wir haben auch skeptische Töne gehört, wo natürlich es Befürchtungen gibt, dass jetzt durch die großen Überschwemmungen, die es nach dem Staudammbruch unten bei Cherson gab, auch die russischen Truppen nach oben gewandert sein könnten, also dort unterstützen könnten. Die Menschen sind hier auch besorgt, das auch. Und wir waren heute, das war auch spannend, bei einer Initiative von Frauen. Das sind einige Frauen, wo eben die Männer kämpfen im Krieg. Das sind Frauen, die also Tarnnetze für die Männer an der Front knüpfen, und die waren auch sehr angespannt. Natürlich haben regelmäßig Kontakt dann doch über Telefon auch zu ihren Männern an der Front. Der Pegel im Reservoir, was für die Kühlung der Reaktoren des abgeschalteten AKWs, also des AKWs im Gesamten genutzt wird, dass dort der Pegel abgesackt ist. Und da möchte sich jetzt natürlich der Leiter selbst ein Bild vor Ort machen. Es gibt zwar alternative Kühlsysteme, um die Frage zu beantworten. Heute hat der Leiter Grossi nochmal gesagt, für mehrere Wochen, wenn nicht Monate, sei vorgesorgt. Aber nichtsdestotrotz sei das eine besorgniserregende Situation, nicht eine unmittelbare Gefahr, aber eine mittelfristige, die er jetzt selber mit seinem Team über mehrere Tage, das Team, das bleibt, nämlich evaluieren möchte. Ja, meine Kollegin Alisa Jung mit den Eindrücken aus Zaporizhzhia. Vielen Dank dir und alles Gute in die Ukraine. Und wir sprechen jetzt über die Erfolgschancen dieser ukrainischen Offensive. Und dazu spreche ich nochmal mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, der uns jetzt zugeschaltet ist. Wenn ihr da draußen Fragen an Herrn Reisner habt, dann schickt sie uns gerne jetzt in den YouTube-Chat oder per Mail an die eingeblendete Adresse. Hallo nochmal, Herr Reisner. Wie schätzen Sie denn aktuell die Erfolgschancen dieser Offensive ein? Ja, bevor ich damit beginne, möchte ich mich ganz kurz der Vorrednerin anschließen und möchte also betonen, all die Dinge, die ich jetzt sehr technisch und militärisch ausdrücke, darf man nicht vergessen, sind natürlich mit enormem Leid verbunden. Und während wir hier reden, fallen also auf beiden Seiten hunderte Soldaten und werden getötet und Tausende werden verwundet. Das dürfen wir also bitte hier nicht vergessen. Wenn wir uns die Erfolgschancen der Offensive vor Augen führen, dann muss man also klar sagen, dass der Krieg in verschiedenen Domänen geführt wird. Wir haben natürlich jetzt immer sehr das Landdomain im Blick, also das, was Sie sehen im Fernsehen, die Panzer, die vormarschieren, möglicherweise auch das Luftdomain, Hubschrauber, Kampfhubschrauber und so weiter und so fort. Und man muss klar sagen, dass es also für beide Konfliktparteien es Vor- und Nachteile in den unterschiedlichen Domänen gibt. Die Herausforderung für die Ukraine ist, dass sie also kaum Luftstreitkräfte verfügbar hat. Es gibt zwar immer wieder spektakuläre Angriffe, auch in der Tiefe der von den Russen besetzten Gebiete, auf zum Beispiel Gefechtsstände oder auch auf Logistikpunkte, aber es gibt keine funktionierende unmittelbare Luftnahunterstützung oder auch keine funktionierende unmittelbare entsprechende Unterstützung gegen feindliche Kampfhubschrauber und Ähnliches, und das macht es so schwierig. Und wir haben gesehen, also beim ersten Angriff, wo diese hohen Verluste erlitten worden sind, auch internationale Militärblocker sprechen von insgesamt 16 zerstörten amerikanischen Kampfschützenpanzern und manche sagen 4 bis 7 auch zerstörten Leopards. Das ist auch durch Bilder dokumentiert. Da kann man also sehr gut erkennen, dass es sehr schwierig ist, quasi für die Ukraine hier Raum zu gewinnen. Wir haben also jetzt zurzeit tatsächlich gewisse Geländegewinne, aber jetzt in Relation zu der Distanz, die also noch vor ihnen liegt, sieht man natürlich, dass also hier diese Ortschaften in Besitz genommen sind, ein signifikantes Zeichen sind, aber im Wesentlichen dieser Vorstoß nur wenige Kilometer bis jetzt betragen hat. Also 5, 6 Kilometer im Wesentlichen hat man hier bereits befreit. Es stehen aber noch ca. 100 Kilometer vor den ukrainischen Truppen bis zum Asowschen Meer. Das ist das operative Ziel, um strategisch dann diese Teilung der Russen tatsächlich zu erreichen. Man muss jetzt abwarten. Es ist so, dass der Angreifer immer den Nachteil hat, wenn er auf einen Verteidiger trifft, der vorbereitet ist, dass der Verteidiger ihm auch seine Kampfweise aufzwingen kann, eben durch diese zum Beispiel angelegten Verteidigungsstellungen. Und da ist es auch zu erwarten, dass der Angreifer Verluste hat, so wie wir das gesehen haben. Das Interessante ist, dass die Verluste sehr früh begonnen haben in diesen Gefechtsvorpostenlinien und dass einige Fähigkeiten der russischen Seite, wie zum Beispiel der Einsatz von Kampfhubschraubern, Kampfflugzeugen, aber auch das elektromagnetische Feld, das man eigentlich so nicht erwartet hat, dann doch signifikant dazu beigetragen haben, den Ukrainern entsprechenden Schaden zuzufügen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Stichwort russische Gegenwehr. Wie ist die denn Ihrer Einschätzung nach aktuell aufgestellt? Ja, die Russen hatten jetzt mehrere Monate, knapp 6 Monate Zeit, um sich hier einzurichten. Es ist eine Kombination zwischen, dass sie einerseits Pionierkräften, die also hier Fortifikationsanlagen angelegt haben, in einem sehr ausgeklügelten System, untereinander gestaffelt, auch in mehreren Tiefen und in mehreren Linien angelegt. Wir haben also einerseits eine Kombination aus Minenfeldern, aus Panzergräben, aus diesen Drachenzähnen, von denen man schon gesprochen hat, und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Russen offensichtlich eine bewegliche Verteidigung durchführen. Das heißt, sie haben also kleine Elemente, die sie sehr rasch quasi von A nach B senden können, die zum Beispiel mit Panzerverlenkwaffen den Ukrainern große Probleme bereiten. Und sie haben natürlich die Komponente auch der Luftwaffe, die immer wieder gezielt zum Einsatz kommt. Luftwaffe bedeutet aus russischer Sicht zum Beispiel der Einsatz von Kampfhubschraubern, die aus einer Distanz von bis zu 8 Kilometern entsprechend sehr wirksame Panzerwehrraketen abfahren können, und das bereitet den Ukrainern zurzeit diese Probleme, die sich dann in diesen Bildern ausgedrückt haben, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Da gehe ich einmal gleich direkt rein. Diese Verteidigungswelle, diese Anlagen, die Sie besprochen haben, das hat mein Kollege Carsten Heckes mal für uns zusammengefasst, wie die eigentlich aussehen. Bilder der ukrainischen Armee. Sie sollen die Befreiung der Ortschaft Makarivka in der Region Donetsk zeigen. Kiews Offensive läuft, über ihren Erfolg entscheidet auch die russische Gegenwehr. Eine Analyse des US-Verteidigungsexperten Brady Afric zeigt von Russland errichtete Verteidigungsanlagen. In den vergangenen Monaten wurden sie hauptsächlich an der Front und um Stützpunkte herumgebaut. Aber auch im nördlichen Teil der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim sind auf Satellitenaufnahmen einige Anlagen zu sehen. Die Systeme bestehen dabei aus mehreren Befestigungen und Hindernissen. Das folgende Beispiel zeigt eine Anlage zwischen Saporischschja und Melitopol. Zu den russischen Verteidigungsanlagen gehören tiefe Gräben und Erdwälle, vor allem gegen Panzer. Auf frisch gepflügten Äckerböden erwarten Experten außerdem Landminen. Davor und dahinter kommen vorgefertigte Verteidigungslinien, sogenannte Drachenzähne. Das sind oftmals höckerförmige Sperren aus Beton, die Panzer stoppen sollen. Ja, Gräben, Erdwälle, Drachenzähne. Das klingt jetzt erstmal sehr beeindruckend. Wir hatten auch letztens den Militärexperten Markus Kolb bei uns. Der sagte allerdings, diese Anlagen, diese russischen, die seien gar nicht so undurchdringbar. Man würde nämlich auf der Karte des Verteidigungsexperten Brady Afric auch sehen, dass die gar nicht durchgängig sind. Und das hat er ganz klar als Schwäche identifiziert. Ich werfe da mal kurz einen Blick auf die Karte auf meinem Laptop, damit ihr das da draußen vielleicht so ein bisschen nachvollziehen könnt, wovon wir sprechen. Also alles, was hier rot ist, das sind diese Verteidigungswälle, die wir gerade gesehen haben. Und ihr seht, auf der Karte, da sind zwar durchgängige Reihen zu erkennen, die sind aber immer wieder gespickt mit Lücken. Und das hatte damals der Herr Kolb angemerkt, dass das eigentlich schon zeigt, dass diese russische Abwehr, diese russische Verteidigung in seinen Augen recht schwach ist. Würden Sie diese Einschätzung teilen, Herr Reisner? Nun, einer der wichtigsten Faktoren in der Einsatzführung und auch in der Taktik ist natürlich das Gelände. Das heißt, das Gelände stellt sich in der Struktur unterschiedlich dar. Wenn wir auf die Karte blicken, so haben wir den scheinbaren Eindruck, dass es hier sehr flach ist, quasi wie in der Wüste. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Geländestrukturen. Wir haben einen Wald, wir haben zum Beispiel einen Fluss, einen Kanal, eine Höhe und eine Tiefe. Wir haben einen felsigen Bereich, wir haben zum Beispiel einen sehr abgängigen Bereich und all diese Dinge. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Pionierkräfte Sperren anlegen. Das heißt, sie haben also im flachen Gelände, vergleichbar jetzt quasi mit der bäuerlichen Landschaft, mit Äckern, haben sie natürlich die Möglichkeit, einen Panzergraben zu ziehen und ein Minenfeld zu legen. Wenn also dann dieser Panzergraben in einen künstlichen Kanal zur Bewässerung übergeht, müssen sie nicht extra einen Kanal entsprechend graben, sondern sie haben diesen Wasserkanal. Wenn das Ganze noch an einen Fluss anschließt, haben sie das natürliche Hindernis des Flusses, das ja dann forciert werden muss von den angreifenden Kräften. Auf einer Höhe bietet sich an, zum Beispiel eine Stellung zu beziehen für eine Panzerverlenkwaffe, die dann einer Sperre in der Tiefe, also auf diesen vorher genannten Ackerfeldern zum Beispiel, überwacht. Das heißt, man darf sich hier nicht täuschen lassen von der möglichen Nichtdurchgehkeit der Linien, sondern diese Linien sind natürlich abhängig vom Gelände gezogen. Und die russische Seite hat natürlich versucht, gerade dort, wo das Gelände sich günstig darstellt für einen mechanisierten Angriff, das heißt im sehr offenen Gelände, jene Sperren zuerst anzulegen
Und dann natürlich da, wo es also nicht mehr von der Zeit her gegeben ist, andere Bereiche auszusparen im Wesentlichen. Ja, das heißt, ich würde sehr vorsichtig sein mit dieser Aussage, wobei man natürlich klar sagen muss, dass die Kriegsgeschichte voller Beispiele ist, wo derartige Linien den Gegner nicht ausgehalten haben. Und zu diesem Themenkomplex haben wir auch gleich eine Frage aus der Community an Sie. Da fragt Eduard Kund auf YouTube, wo würden Sie einen Durchbruch bzw. Angriffsschwerpunkt der Ukraine vermuten? Bisher sieht man ja an mehreren Stellen Angriffe und Geländegewinne, aber ohne volle Stärke. Genau, was wir erkennen können, sind, dass also ca. 4 Brigaden dieser Brigaden der Offensive im Einsatz sind. Wir sehen aber auch, dass unmittelbar vorher an der Front eingesetzte Brigaden sich im Angriff befinden. Was man natürlich sagen kann, ist, dass aufgrund des eingesetzten Gerätes man schon eine gewisse Schwergewichtsbildung erkennen kann. Und natürlich das beste Gerät sollte dann im Schwergewicht eingesetzt werden und das war der Einsatz von diesen Leopard-Kampfpanzern, aber auch von diesen Bradley-Kampfschützenpanzern. Der Bradley-Kampfschützenpanzer ist eigentlich das beste gelieferte Gerät, was das betrifft, von Seiten des Westens. Besser als der Marder zum Beispiel und auf jeden Fall besser als diese Minengeschütze. Was ist denn heute los? Section. Die minengeschützten Fahrzeuge, die wir auch schon im Einsatz gesehen haben. Das heißt, aufgrund dieses Geräts, aber auch aufgrund von Spezialgeräten, und das ist auch wichtig, denn um diese Sperren zu überwinden, braucht man zum Beispiel für ein Minenfeld braucht man einen Minenräumpanzer, ja, mit Rollen oder mit Dreschflegeln. Man braucht quasi für den Panzergraben einen Brückenlegepanzer als Beispiel. Und hier haben wir gesehen, dass signifikant diese Minenräumpanzer eingesetzt worden sind bei diesen Leopard- und Bradley-Einheiten. Und das war zum Beispiel die 47. Brigade, um konkret also hier eine Zahl zu nennen, die hier im Einsatz war. Daraus würde sich schließen lassen, dass der Hauptansatz zurzeit momentan in Richtung Tokmak, das ist nördlich von Melitopol, zielt und das Gelände ist auch dort relativ offen, da würde sich das auch anbieten. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Ukrainer hier an diesem Plan festhalten müssen. Es kann also sein, dass man im Zentralraum, also ostwärts von Tokmak, durchaus Ergebnisse erzielt, wie man das jetzt sieht mit diesen Einnahmen von diesen Silberwerfern. Und dass man die 2 Drittel, die man noch in Reserve hat, dann umgruppiert und dann dort ansetzen lässt, weil dort das Gelände vielleicht günstiger ist oder dort sich die Russen als Schwäche erweisen. Das hängt natürlich jetzt ab von der operativen Einsatzführung der Befehlshaber auf ukrainischer Seite. Dieser Krieg ist ja auch gekennzeichnet von hohen Verlusten auf beiden Seiten. Und wenn man sich jetzt diese massiven Verteidigungswelle anguckt, dann stellt sich ja automatisch die Frage, hat die russische Armee eigentlich genug Soldaten, um all diese Verteidigungsanlagen zu bewachen? Und da ist das Dilemma folgendes, und da zitiere ich eine Aussage von dem kommandierenden General der US-Streitkräfte in Europa, General Cavioli, der vor kurzem gesagt hat, dass die Russen ca. 350.000 bis 400.000 Mann im Einsatz haben, also das Doppelte von dem, mit dem sie einmarschiert sind. Ja. Es drängt sich sogar der Verdacht auf, dass die Kämpfe in Bakhmut vor allem dazu gedient haben, die Ukrainer hier in diesen Raum entsprechend zu beschäftigen, um genug Zeit für die Vorbereitungen zu treffen auf die erwartende Offensive. Und diese Stellungen, die also hier angelegt sind, haben natürlich den Vorteil, dass sie es möglich machen, geringere Kräfte aufgrund des Stellungsausbaus entsprechend einsetzen zu können. Und das sehen wir auch gerade. Die Russen haben also in der stationären Einsatzführung Vorteile, ob es der Einsatz der eigenen Artillerie ist, der Bereich des elektronischen Kampfes zum Beispiel oder auch die Luftnahunterstützung, die es offensichtlich ihnen leichter macht, aus den Stellungen heraus diesen Abwehrkampf zu führen. Und das hat vor allem am Beginn zu diesen Verlusten auf ukrainischer Seite geführt. Das muss jetzt nicht heißen, dass diese Stellungen die Ukrainer aufhalten können, denn es geht ja nicht darum, diese Stellungen an breiter Front zu durchbrechen, sondern man muss an einigen günstigen Stellen einen entsprechenden Durchbruch erzielen und der Rest der Stellungen hat sich dann eigentlich als unnötig erwiesen, weil man durch diese Durchbruchstelle und schnell vorausstoßen kann. Ja, und da schließt sich gerade auch noch eine Frage aus der Community an von Christoph, der fragt, welche Waffen bzw. Fähigkeiten fehlen den Ukrainern, die jetzt schleunigst geliefert werden müssen, um, wie Sie gerade sagen, so einen Durchbruch an einer oder an einigen Stellen leisten zu können? Ja, was sich natürlich hier ganz klar aufdrängt im Vergleich der Kräfte auf beiden Seiten, ist der Umstand, dass die Ukraine offensichtlich die Herausforderung hat, dass sie nur gering verfügbare Luftstreitkräfte hat. Es gibt also zwar einige Luftfahrzeuge, wie zum Beispiel diese Su-24M, die sehr gezielt durch den Einsatz von britischen Storm Shadow auch in der Tiefe wirken können, aber wir haben keine unmittelbar mitten der Luftnahunterstützung, also Kampfflugzeuge,
die für den unmittelbaren Kampf quasi vor Ort vorgesehen sind, zur Unterstützung zum Beispiel dieser minenräumenden Elemente oder Kampfhubschrauber zum Beispiel. Ja. Beide dienen auch dazu, die gegnerischen Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge auf Distanz, auf Abstand zu halten. Das war ja das, was am Beginn nicht gelungen ist. Das nächste sind natürlich auch Fliegerabwehrsysteme, die mitfahren müssen, um zu verhindern, dass russische Kampfhubschrauber quasi diese Erfolge noch einmal erzielen können. Und da sieht man natürlich diese Defizite, die sich hier ergeben. Natürlich kann man sagen, man kann also das entsprechend durch einen sehr straff geführten Ansatz und schmal und tief wettmachen, aber wenn man jetzt in der Kriegsgeschichte ein paar Beispiele sich vor Augen führt, und eines, glaube ich, kann dann jeder sofort und nachvollziehbar einordnen, das ist die alliierte Landung in der Normandie 1944. Und da weiß man, dass in den Wochen und Monaten davor gerade der Einsatz der britischen und amerikanischen Luftwaffe dazu geführt hat, dass die deutschen Stellungen entsprechend vorbereitet wurden, dass die Logistikknotenpunkte angegriffen worden sind in der Tiefe und dass schlussendlich am Tag der Landung es verhindert worden ist, dass die deutschen Panzerdivisionen an die Küste gekommen sind. Und diese Komponente ist hier wesentlich geringer ausgeprägt und wie Sie also schon auch gesehen haben, in englischsprachigen Medien wird auch darauf hingewiesen, dass die F-16 hier jetzt natürlich eine sehr günstige Rolle gespielt hätten. Lassen wir uns vom Thema Luftwaffe nochmal auf Panzer kommen. Sie haben das ganz am Anfang schon mal angesprochen. Es wurden ja Leopard- und Bradley-Panzer vor ein paar Tagen von den Russen quasi erbeutet. Aus Moskau gab es da heute diese Bilder, die wir hier auch gleich sehen werden. Wo die Aufnahmen entstanden sind, ist allerdings unklar. Jetzt fragt man sich natürlich, wie schwer wiegen denn die Verluste dieser Panzer auf der ukrainischen Seite? Man kann die Bilder sehr klar einordnen, indem man also quasi die tatsächlichen Aufnahmen vergleicht mit dem Gelände und damit weiß man auch, wo das passiert ist, nördlich von Tokmak bei Mala Tokmatschka. Dort war dieser zweimalige Versuch des Vorstoßes, wo also diese Verluste erlitten worden sind. Viel schwerer als der Verlust der Leopard-Kampfpanzer und der Kampfschützenpanzer vom Typ Bradley wirkt natürlich der Verlust quasi dieses Spezialminenräumgeräts, das quasi auch hier verloren worden ist. Zum Beispiel von den 6 gelieferten Stückzahlen von einem speziellen Minenräumgerät aus Finnland wurden bereits 3, möglicherweise 4 sogar zerstört. Und das ist natürlich die Herausforderung, dass gerade dieses Spezialgerät benötigt wird, um diese Stellungen entsprechend zu überwinden. Und das macht es natürlich auch schwierig. Wenn wir die Verluste in eine Gesamtrelation setzen, also auch jetzt zum Beispiel diese 4 Brigaden und die 8 Brigaden, die also noch in der Reserve sind, dann sind die Verluste noch immer relativ gering. Sie sind nur überraschend hoch, bereits für den Beginn der Offensive, nämlich in der sogenannten Gefechtsvorpostenlinie, das heißt noch vor der eiligen Hauptverteidigungslinie. Und das ist das Überraschende, mit dem die ukrainische Seite so sicherlich nicht gerechnet hat. Jetzt gab es ja in der Vergangenheit auch schon den Fall, dass Ukrainer auch im Besitz von russischen Panzern gekommen sind, die sie auch für sich einsetzen konnten. Wie ist denn das jetzt mit den Russen und den Leopard- und Bradley-Gefährten? Können die diese auch einfach so einsetzen oder welchen Nutzen haben die von diesen Geräten? Das hat natürlich vor allem einen Nutzen im sogenannten Informationsraum. Es geht ja in diesem Krieg vor allem um den Informationsraum, um das Beeinflussen des anderen, der Zielgruppe des anderen, der eigenen Bevölkerung. Und da sind die Bilder natürlich von diesen zerstörten Leopard-Kampfpanzern ganz wichtig für dieses russische Narrativ, auch diesen großen Vaterländischen Krieg 2.0 zu führen. In den russischen sozialen Netzwerken sieht man Bilder, auf der einen Seite einen zerstörten deutschen Tigerpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, auf der anderen Seite quasi diesen zerstörten Leopardpanzer. Das ist eigentlich das Große und Bedeutungsvolle. Das Fahrzeug selber ist natürlich interessant für die russische Seite, was die Auswertung der Technik betrifft. Hier kann man auch möglicherweise damit rechnen, dass Komponenten davon weitergegeben werden, zum Beispiel an China und sonst wo. Aber der Nutzen selber für die Armee, der ist sehr gering. Und zwar alleine aufgrund der Tatsache, dass man ja natürlich nicht die entsprechende Munition verfügbar hat. Möglicherweise die Munition, die noch am Fahrzeug war, aber nicht um das Fahrzeug logistisch über lange Sicht betreiben zu können. Es fehlen die Ersatzteile, es fehlen alle diese Komponenten, die notwendig sind. Man wird vielleicht Bilder schaffen, wo man diesen Kampfpanzer sieht, aber tatsächlich ist er für die Einsatzführung nicht geeignet. Jetzt hat Verteidigungsminister Boris Pistorius ja ab Juni nochmal von 100 Panzern gesprochen, die in die Ukraine sollen. Wäre das denn ein probater Ersatz? Würden die jetzt schneller kommen für diese Leopanzer, die sich die Russen zu eigen gemacht haben? Natürlich ist die Lieferung von weiteren Panzern eine wesentliche Unterstützung für die ukrainische Seite. Die Problematik ergibt sich nicht nur aus der Quantität, sondern auch aus der Qualität. Die also von Ihnen genannten Leopard 1 Kampfpanzer sind auf dem technischen Stand wie zum Beispiel ein russischer T-62. Also die Optiken haben ungefähr dieselbe Wirkung, zum Teil auch schlechter.
Das heißt, es gibt also hier keinen wirklich wesentlichen Vorteil im Vergleich zu den Leopards 2 oder gar diesen Leopards 2A6, den wir also hier gesehen haben. Aber die Menge alleine macht schon einen Unterschied. Wir sehen das ja auch auf russischer Seite. Die Russen verwenden zum Teil Geräte aus den 50er und 60er Jahren, zum Teil als Sturmgeschütze oder zur Unterstützung quasi wie ein Artilleriesystem. Aber hier ist es natürlich auch die Masse, die einen wesentlichen Unterschied macht, die also dann aufgrund dieser langen Front natürlich eingesetzt werden kann. Sie dürfen nicht vergessen, wir reden hier von einer Front, die 1200 Kilometer lang ist. Das ist, wie wenn Sie in Berlin ins Auto steigen und bis nach London fahren. Und hier wird es oft vergessen durch den Blick auf die Karte. Wir glauben, das ist relativ eng und begrenzt. In Wirklichkeit sind das sehr, sehr große Ausdehnungen. Und da verschwinden dann 100 Panzer gleich einmal im Gelände, um das so zu sagen. Sie sagen ja auch, die aktuellen Kämpfe dieser Offensive, das sind Kämpfe, die sind sehr verlustreich für die Ukrainer. Können Sie mir und den Zuschauern und Zuschauerinnen einmal erklären, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen? Weil es gibt ja aus diesem Krieg immer nur relativ wenige Informationen. Es ist schwer, die zu verifizieren. Wir befinden uns ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, in einer Art Informationskrieg. Genau, das ist der wesentliche Punkt. Und hier muss man ganz klar sagen, dass die Bilder, die wir jetzt bekommen, natürlich vor allem von der russischen Seite geliefert werden. Denn die Russen versuchen natürlich, diese Erfolge auszuschlachten für die eigene Propaganda und auch quasi im Prinzip zur Einschüchterung der Soldaten vor Ort. Wir haben sehr, sehr wenige Bilder von ukrainischer Seite. Klar, es gilt also hier eine absolute Schweigepflicht, um also nicht die eigene Operationsführung zu verraten. Aber die Bilder, die wir natürlich von russischer Seite sehen, zeigen, dass also Fahrzeuge ausgebrannt sind, dass es Minentreffer gab und so weiter und so fort, dass es Treffer gab durch den Einsatz der russischen Kampfhubschrauber oder auch Panzerverlenkwwaffen. Und da muss man leider davon ausgehen, dass es auch nicht wenige Soldaten gefallen sind. Es gibt auch erste Videos auf russischer Seite, die gefallene ukrainische Soldaten zeigen. Es gibt aber auch Videos von der ukrainischen Seite, die gefangene russische Soldaten zeigen. Die sehen Sie natürlich nicht in den russischen sozialen Netzwerken, ist ganz klar. Aber das Problem einer derartigen Offensive ist, wenn also hier mit geballter Wucht Streitkräfte aufeinanderprallen, dann ist es leider damit verbunden, und hier schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Beginn gesagt habe, dass also hier auch sehr viele Leute sterben, verwundet werden und das natürlich mit sehr viel Leid verbunden ist. Und das sehen wir natürlich jetzt. Wir haben hier noch einige Fragen aus der Community. Ich werfe da mal kurz einen Blick drauf. Jan Söll fragt, die ersten Verteidigungslinien der Russen wurden ja noch nicht erreicht. Das sind unter anderem die Bilder, die wir gerade in dem Beitrag gesehen haben. Mit welchen Schwierigkeiten für die ukrainische Armee rechnen Sie, wenn wir vielleicht noch mal ganz konkret auf diese Befestigungsanlagen gucken? Was ist da schwierig? Ja, die Herausforderung ist, und das muss man eben verstehen, dass hier die Ukrainer den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen anwenden müssen. Das heißt, der Kampfpanzer alleine, der Leopard alleine ist nicht die Wunderwaffe. Es müssen hier verschiedene Systeme zum Zusammenwirken gebracht werden. Wenn wir uns jetzt diese russischen Verteidigungsstellungen ansehen, dann ist es zum Beispiel die erste Herausforderung für die angreifenden Ukrainer, durch Minenräumfahrzeuge eine Minengasse im Vorfeld der Hauptverteidigungsstellungen räumen zu können. Durch diese Minengasse, und da muss man leider sehr eng auch beieinander fahren, können dann die Leopard- oder auch Bradley-Schützenpanzer vorstoßen und ein Brückenlegepanzer kann dann zum Beispiel über einen Panzergraben eine Brücke legen, eine Schnellbrücke, um dann drüber zu fahren. Dann reicht es vielleicht, ein anderes Fahrzeug mitzuhaben, wie zum Beispiel einen Bergepanzer vom Typ Büffel oder Wiesens, der dann Drachenzähne zur Seite schiebt, wenn sie ein Hindernis darstellen, um weiter vorfahren zu können. Und man muss also parallel das Ganze begleiten durch den Einsatz von Artillerie, die Nebel schießt, um zum Beispiel Panzerverlenkwaffen der russischen Seite das Feuern zu verhindern. Man muss es begleiten durch mitfahrende Fliegerabwehr, damit eben der gegnerische Kampfhubschrauber wie der russische Kamov 52 zum Beispiel nicht zum Einsatz kommen kann. Und man muss das auch noch begleiten durch viele Dinge, die wir vielleicht gar nicht so am Radar haben, wie zum Beispiel auch den elektromagnetischen Bereich, wo man versucht, durch Störung des Gegners seinen Funkverkehr lahmzulegen, damit also er keine Reserven heranholen kann. Und diese Reserven aus der Tiefe, die muss man zum Beispiel mit fernverlegbaren Minen auch tatsächlich versuchen zu behindern. Also es gibt eine Vielzahl von Komponenten, denn das Militär ist im Prinzip wie eine Uhr. Sie kann nur exakt dann die Zeit anzeigen, wenn all diese kleinen Segmente, der Sekundenzeiger, der Minutenzeiger, der Stundenzeiger und all diese Rädchen zum Zusammenwirken gebracht werden. Und das ist die Herausforderung für die ukrainische Seite. Und hier ist noch ein Zuschauer, der nochmal auf das guckt, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich darauf, wie unglaublich lang diese Front ist. Hier fragt Top Senf auf YouTube an Herrn Oberst Reisner. Hoffe, die Ukrainer vernachlässigen nicht ihre anderen Frontabschnitte während ihrer Angriffe. Hat die Ukraine genug Soldaten für alle Fronten? Ja, da muss man also auch verstehen, dass in der sogenannten Vorbereitungsphase der Offensive die Ukraine versucht hat, die Front sogar noch zu verlängern für die russische Seite, zum Beispiel durch diese gezielten Angriffe im Raum Belgorod.
Da hat man also versucht, russische Kräfte dort in diesen Raum entsprechend verlegen zu lassen und zu binden, damit die Front noch länger ist und damit die Russen noch weniger Reserven zum Einsatz haben. Wir sehen, dass also die Ukraine es geschafft hat, tatsächlich über die letzten Monate stabil entlang der gesamten Front durchgehende Verteidigungsstellungen auch anzulegen. Und die Russen es nicht geschafft haben, auch während der Winterzeit, denken wir zum Beispiel an den Jänner, hier selbst in die Offensive zu gehen und einen operativen Durchbruch zu erzielen. Im Gegenteil, man hat sich dann also festgelegt auf diese Stellungen, die man bezogen hat. Ich denke, dass zum Beispiel durch die Sprengung des Damms, und so sieht es ja aus im Süden, die Russen es geschafft haben, tatsächlich den Südraum für die Einsatzführung vorerst unbrauchbar zu machen. Man darf nicht vergessen, ein Teil der Front ist auch der Fluss Dnepr. Und das macht es natürlich für die Russen leichter, an der sogenannten südlichen Flanke Kräfte abzuziehen, die man jetzt im Norden einsetzen kann. Ich denke, die Ukraine hat in den letzten Monaten gezeigt, dass sie schon sehr in der Lage ist, auch die Front und auch alle möglichen bestehenden Lücken zu überwachen. Aber natürlich, man versucht jetzt natürlich Kräfte zusammenzuziehen und anzugreifen. Und es wäre theoretisch